Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute einmal die AK12 aus dem Hause E&L an. Bedeutet jetzt hier einmal das zweite AK12 Modell auf diesem Kanal und wir können abschließend nach dem Fazit ebenfalls einen kleinen Vergleich machen. Wo ist jetzt zum Beispiel die E&L besser und wo punktet einmal die G&G? Wie gesagt, schön, zwei Modelle da, können wir ein bisschen vergleichen, finde ich gut. So, dann haben wir hier auch wieder kein Standard E&L Modell auf dem Tisch, sondern auch hier wieder so eine Begadi Updated Version. Das Ganze nennt sich jetzt mittlerweile Generation 4. Ich habe keine Ahnung, was die Vorgängergenerationen waren. Wir hatten die Diamond gab es mal, dann hieß es glaube ich mal Diamond Plus, dann keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt das Ding jetzt einmal Generation 4. Auch hier wieder geupdatet. Begadi Core EFCS MOSFET System ist drin. CNC gefräster Zylinderhead ist drin mit zwei O-Ringen, Edelstahlzylinder, Nozzle, Aluminium, CNC gefräst mit zwei O-Ringen, Begadi Hop-Up System, Bucking Tensioner ist bereits drin verbaut. Und heute sehr interessant, bereits bei diesem Modell verbaut Begadi out of the box einen Retro Arms Piston in Kombination von ihrem neuen Begadi Vario Piston Head. Bedeutet, ihr könnt dieses Modell bereits out of the box von der Energie einmal einstellen, ohne dass ihr die Feder einmal tauschen müsst, die Gearbox öffnen müsst oder sonstiges. Dementsprechend, wie gesagt, gerade von der technischen Seite ein sehr interessantes Modell und ich werde auch ebenfalls bei den Internals nochmal ein paar Punkte ansprechen zu diesem einstellbaren Pistonhead von Begadi. Denn auch hier habe ich in der letzten Zeit noch ein bisschen rumprobiert. Wir haben auch im Discord relativ viel drüber gesprochen. Da gibt es zwei Punkte, die ihr vielleicht beachten müsst, wenn ihr euch diesen Pistonhead separat einmal kauft, gerade was Thema Schmierung und Abdichtung angeht. Wie gesagt, das werde ich mit aufnehmen in dieses Review und werde ich bei den Internals nochmal einmal ansprechen. Also, schauen wir uns das Ding im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Also Leute, gehen wir es an, zunächst mal wieder mit dem Lieferumfang. So, ist letztendlich genauso wie bei jeder anderen E&L-Knifte. Ihr habt einmal die Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung einmal enthalten. Das Ganze auf Chinesisch und Englisch in auf wenigen Seiten. Das Ganze ganz kurz erklärt. Das ist soweit in Ordnung. Dann auch hier wieder so ein Chronoprotokoll seitens E&L. Da werde ich später nochmal bei den technischen Daten kurz im Detail darauf eingehen. Denn hier wird das Modell von E&L mit konstanten 1,46 Joule gekront. Gibt es ein paar Differenzen, wie gesagt, sprechen wir einmal gleich im Detail durch. Dann auch hier wieder so ein kleiner Behälter, so ein kleines Fläschchen aus Kunststoff, können ein paar Kugeln reintun oder whatever. Ein Schnaps, Flachmann, nein, Quatsch, Spaß beiseite. Also ein kleiner Behälter ist dabei. Dann letztendlich hier drüben einmal ein AK12 Magazin aus dem Hause E&L. Das ist ein Midcap Magazin, 150 Schuss. Und dann seht ihr hier jetzt eben diese erste Besonderheit, dass ihr eben extra für diesen variablen oder Vario Piston Head eben das spezielle Einstellwerkzeug in der passenden Länge ebenfalls im Lieferumfang enthalten habt. Und wie gesagt, mit diesem Tool oder mit diesem Werkzeug, mit dem mega langen Inbus letztendlich, könnt ihr einmal die Energie einstellen bzw. in mehreren Stufen einmal drosseln. Sprechen wir gleich ebenfalls natürlich im Detail an. Und wie gesagt, dieser Stahlklubber da drüben, diese AK12, die ist selbstverständlich ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Dann lasst uns anschließend wieder einmal die technischen Daten durchsprechen. Dieses AK12-Modell kommt einmal aus dem Hause E&L, wird also einmal in China produziert und die Zulassung, Vertrieb, Verkauf läuft alles über die Firma begadi.de. So, dieses AK12-Modell ist eine Vollstahl-AK, sehr viele Features und wird gerade einmal 490 € kosten. Also hier auch aufgrund der Wirtschaftslage dennoch Preis-Leistungs-Verhältnis schon mal sehr gut, muss man sagen. So, dann haben wir hier eine Gesamtlänge im eingeschobenen Zustand von 890 mm, komplett ausgeschoben erreichen wir 950 mm. Wenn wir den Schaft einmal umklappen, zum Beispiel für den Transport, haben wir noch 700 mm. Im inneren Bereich finden wir einen Standard AEG-Lauf vor, das Ganze aus Messing mit einer Länge von 475 mm, mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Und auch dieses AK12-Modell verfügt im vorderen Bereich über ein Standard 14 mm Linksgewinde, bedeutet, ihr könnt hier auch wieder problemlos Tracer oder Schalldämpfer-Attrappen montieren.
So, dann einmal die Pick Rails. Auch hier wieder ja, relativ viele Montagemöglichkeiten. Da habt ihr zunächst mal die Pick Rail hier im oberen Bereich. Wenn ihr die Kimme hinten drauf lasst, 135 mm nutzbar. Wenn ihr die Kimme demontiert, habt ihr so einen kleinen Gewindestift da hinten drin, könnt ihr die gesamte Pick Rail nutzen mit 210 mm. Dann im vorderen Bereich 155 mm, links, rechts jeweils 55 mm und im unteren Bereich nochmal eine mit 110 mm. So, dann haben wir hier, wie gesagt, eine Vollstahl-AK. Bedeutet, viele Teile, welche bei G&G noch aus Alu oder aus Zink waren, findet ihr hier aus Stahl vor. Dadurch aber das Gewicht natürlich etwas höher. Dieses Modell bringt stolze 4060 Gramm ohne Akku, ohne Mumpeln auf die Waage. Dann finden wir im inneren Bereich wieder Bigadi Core EFCS MOSFET-System vor, bedeutet auch wieder Zyklenüberwachung, Akkuabschaltung, stark belastbar, alles mit Mikrotastern. Pipapo ist hier wieder einmal mit an Bord und dementsprechend auch das Stecksystem im inneren Bereich Standard AK, ein DIN bzw. T-Stecker. So, dann habe ich euch gesagt, hier dieser Bigadi Vario Pistenhead einmal drin installiert und ihr könnt entsprechend einmal die Energie einstellen. So, hier müssen wir ganz kurz drauf eingehen. Ich zeige es euch natürlich später, wie das Ganze vonstatten geht. Aber zum Beispiel das Protokoll, was von E&L im Karton enthalten war, würde die Waffe angegeben mit 1,46 Joule mit 0,2 Gramm. So, da habe ich mit meinem Chrono standardmäßig schon mal ein bisschen mehr gehabt, denn meine lag standardmäßig bereits bei 1,6 Joule. Und ich konnte das Ganze eben runterdrosseln über die Einstellung bis auf 1,2 Joule. Wie gesagt, schauen wir uns später an. So, und noch ein kleiner Punkt. Wenn ihr die Waffe jetzt neu bekommt, kann es gegebenenfalls vorkommen, dass ihr das Ganze ein kleines bisschen einschießen müsst. Denn wie gesagt, ich habe am Anfang 1,6 Joule gemessen. Out of the box, nichts dran gemacht. So, jetzt aber nach den ganzen Schusstests, die ich in der Halle gemacht habe und nach dem Rumbasteln, hat das Ding jetzt auf einmal 1,7 Joule mit 0,2 Gramm und mit 0,3 Gramm sogar 1,8 Joule. Also geht vielleicht ein bisschen davon aus, falls ihr euch die Knifte kauft, haut mal 1-2 Magazine durch und dann Chron zur Sicherheit nochmal nach. Denn wie gesagt, die Energie könnte eventuell etwas steigen. Warum, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich das ganze Öl irgendwie innen drin ein bisschen verteilen muss oder sowas im Pistenhead, bis das Ding wirklich sauber läuft oder komplett 100% abdichtet. Wie gesagt, nach dem Schusstest ist die Energie etwas höher geworden. Also schauen wir uns Chrono und Schusstest einmal an. Damit haken wir einmal Chrono und Schusstest ab und wie ihr gesehen habt, im Chrono könnt ihr hier eben die Energie etwas reduzieren bzw. einstellen.
Wie gesagt, wir werden uns das Ganze später natürlich bei den Internals im Detail anschauen, denn auch hier möchte ich darauf eingehen, dass ihr eben jetzt aufgrund der Lauflänge und des hohen Volumens eigentlich die Energie nicht ganz so stark drosseln könnt, wie jetzt zum Beispiel bei Modellen, die einen etwas kürzeren Lauf drin haben. Wie gesagt, hier die Energie einstellbar, standardmäßig waren es 1,6 bis Minimum 1,2 Joule. So, da habt ihr eben, wie gesagt, hier einmal diesen Vario Piston Head drin und dann habt ihr im Lieferumfang einmal dieses Tool oder letztendlich diesen ellenlangen Inbus-Schlüssel einmal enthalten. Der ist letztendlich einmal aus Edelstahl gefertigt. Der Inbus oder der Sechskant selbst vorne ist einmal sauber abgerundet, bedeutet, ihr macht keine Kratzer irgendwie rein in den Lauf. Und ebenfalls das Rote hier einmal ist so ein Kunststoffüberzug. Und dieser Kunststoffüberzug schützt zunächst mal den Lauf innen drin natürlich und hat eben einen Durchmesser von 5,85 bis 5,9 mm. Bedeutet, sobald ihr das Ganze von vorne einmal reinsteckt, wird das Ganze perfekt einmal mittig zentriert. So, ebenfalls habt ihr hier hinten am Griff so eine kleine Skala drauf, wo ihr genau ablesen könnt, wie rum müsst ihr drehen, um mehr Energie oder weniger Energie einmal zu erreichen. Wie gesagt, Maximum out of the box waren 1,6 Joule mit 0,2 Gramm, Minimum waren 1,2 Joule mit 0,2 Gramm. So, bedeutet, ihr geht einfach letztendlich her, schiebt das Ding hier vorne einmal durch den Mündungsfeuerdämpfer, vorsichtig einmal durch, geht in den Lauf einmal rein und dann gleitet letztendlich dieses Tool ganz easy und leicht quasi durch den Lauf durch. Also da kommt kein Kratzen, kein Haken oder so drauf, sondern es geht wirklich butterweich einmal vonstatten. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass ihr zu diesem Zeitpunkt keine Kugel, keine BB in der Knüfte drin habt. Weder natürlich im Magazin noch in der Hop-Up-Kammer. So, und dann geht ihr letztendlich her, fahrt das Ding vorsichtig einmal auf Anschlag, dann dreht ihr ein kleines bisschen, zack, und dann habt ihr gesehen, dann rastet es bereits einmal ein. Ich kann es euch nochmal kurz demonstrieren, ich gehe nochmal raus. Wie gesagt, hier läuft er frei. Dann gehe ich hier hinter, jetzt merke ich, ich bin beim Anschlag, drehe ganz vorsichtig, klick, kann ihn jetzt nochmal ca. 5 mm reindrücken und jetzt bin ich direkt hier im Sechskant innen drin, im Pistonhead einmal drin. So, und wenn ich jetzt dieses Werkzeug oder diesen Inbus letztendlich einmal nach rechts drehe, dann kann ich die Energie einmal verringern und das Ganze stufenweise in 4 Stufen letztendlich absenkbar. Dreht ihr jetzt das Ganze über das Klicksystem nach rechts rum, dann könnt ihr die Energie letztendlich wieder erhöhen. Bedeutet, hier komplett einmal nach rechts gedreht. Jetzt ist letztendlich das System dicht und ihr könnt die volle Energie, was die Feder einmal bringt, nutzen. Dreht ihr das Ganze ein Klick oder 2 Klicks weiter, dann wird letztendlich das Volumen im Zylinder etwas reduziert. Und dementsprechend geht die Energie auch etwas weiter runter. Und wie gesagt, hier leider nicht ganz so stark reduzierbar wie bei Systemen mit einem kurzen Lauf, aber ihr kommt dennoch relativ weit runter, muss man sagen. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass wenn das Ding jetzt standardmäßig 1,6 Joule hat, dass ihr hier mit dieser Lauflänge runterkommt auf 0,8 oder so. Das funktioniert leider nicht. Bedeutet, hier müsste man dann gegebenenfalls eine andere Feder reinbauen. Habt dann natürlich standardmäßig schon mal weniger Energie drauf oder einen Zylinder verbauen mit einem Port drin oder mit einer Öffnung drin. Aber auch das kostet euch Volumen. Dementsprechend, ich finde es dennoch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, Maximum 1,6 ist perfekt, langt für die meisten Felder aus. Und wenn ihr ein Feld habt, wo ihr nur 1,3 oder 1,2 spielen dürft, dann könnt ihr das Ganze eben ganz bequem und easy einmal einstellen. So, wie gesagt, hier die Energie einmal einstellbar und ebenfalls der Schusstest war sehr, sehr gut, muss man sagen. Wir haben hier zwar eine handelsübliche AK Hop-Up-Kammer einmal drin, aber das Ganze bereits von Begadi kombiniert mit ihrem Fly 5 Bucking mit 60 Shore. Also das blaue Fly 5 Bucking letztendlich in Kombination von einem 5 mm Flat-Top Tensioner. Bedeutet, ihr könnt hier problemlos out of the box 0,28, 0,3, 0,32 oder sogar 0,36 Gramm BBs einmal verwenden. Wollt ihr vom Kugelgewicht noch höher gehen, dann würde ich euch persönlich eher zu einem MAG oder zu irgendeinem R-Hop Bucking einmal raten. Die sind für höhere Grammaturen ein bisschen besser geeignet. Hier letztendlich dieses Fly Bucking von Begadi ist ein bisschen so eine Mischung aus einem TNT-Hop und einem Maple Leaf Super Macaron. Aber wie gesagt, out of the box sehr gut, nur eben die Hop-Up-Kammer eben noch Standard E&L und über ein Schiebersystem einmal einstellbar. Auch hier gibt es natürlich heutzutage Besseres, schauen wir uns aber selbstverständlich ebenfalls bei den Internals im Detail einmal an. Dann lasst uns anschließend gleich wieder einmal mit den Allgemeininformationen weitermachen. Machen wir hier zunächst einmal so eine kleine grobe Übersicht.
So, zunächst mal der erste Punkt, wo ich heute vermutlich auch einen Pluspunkt wieder geben werde. Die meisten von euch wissen es, E&L produziert letztendlich Real Steel AKs oder Scharfwaffen. Bedeutet, die E&L AKs werden letztendlich in der exakt gleichen Fabrik gefertigt mit demselben Material. Und dementsprechend kommen diese Modelle eben dem echten Vorbild unheimlich nah. So, und wie auch schon angesprochen, habt ihr hier letztendlich bei dem Modell nicht irgendwie Zinkteile oder sowas oder Alu, sondern dieses ganze AK-Modell besteht eigentlich zu 99% oder zu 90% einmal aus Stahl. Bedeutet gesamtes Frontset, komplettes Rohr, Gasrohr oben, gesamtes Gehäuse, alles. Auch hinten Scharnier letztendlich, alles komplett einmal aus Stahl gefertigt. Dann haben wir letztendlich einmal den Handschutz hier vorne, oben, unten aus Nylon-Kunststoff oder aus Polyamid-Kunststoff, ebenfalls Griff. Und einmal der Schaft oder der Schiebeschaft ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff. Und wie gesagt, der Rest ist eigentlich alles Stahl. Dementsprechend auch heute wieder ein Pluspunkt, Vollstahl oder sehr viel Stahl dran verbaut. Wie gesagt, sehr, sehr realistisch das Ganze nachgebildet, aber dementsprechend auch, wie gesagt, ein kleines bisschen schwerer wie zum Beispiel die G&G. Und das sollte man auch definitiv nicht unterschätzen. Bedeutet, wenn man halt jetzt ein bisschen schmächtig ist wie ich, sollte man halt sich schon überlegen, ob man diese 4100 Gramm circa ohne Optik, ohne Mumpeln, ohne Akku halt wirklich einen ganzen Tag sauber und schnell übers Spielfeld einmal schleppen möchte. Wie gesagt, wer halt ein bisschen durchtrainiert ist, für den ist das natürlich kein Problem. So, durch diesen ganzen Stahl, ich drehe es euch immer ein kleines bisschen ins Licht rein, seht ihr aber auch, dass das Finish wieder unheimlich sexy ist. Sie wirkt einfach im Vergleich zur G&G zum Beispiel, wirkt sie einfach, ja, detaillierter oder beziehungsweise halt realistischer aufgrund der Oberfläche von dem Stahl. Habe ich euch bei der G&G angesprochen, die G&G, die sieht so... ja, so wie geleckt aus, so perfekt einfach, so sauber, so schön, alles so schön schwarz. Und hier seht ihr halt wirklich, der Stahl, der glänzt ein kleines bisschen in den Rundungen drin und es sieht halt wirklich nach Stahl aus und nicht einfach nur irgendwie halt schwarz-matt. Wie gesagt, Finish eben aufgrund des Materials wirklich sehr, sehr schön, muss man sagen. So, dann vorhin gerade schon angesprochen bei den technischen Daten, Standard 14 mm Linksgewinde einmal vorhanden, das zeige ich euch bei der Verarbeitungsqualität nochmal. Dann habt ihr aber einen Punkt, was bei G&G zum Beispiel schöner war, und das ist das Federschnellwechselsystem. Bedeutet, bei G&G habt ihr hier vorne in der Gasabnahme direkt einen Inbusschlüssel einmal drin verbaut, könnt ihr rausnehmen, könnt ihr hinten einklappen, kommt direkt ans Federschnellwechselsystem ran. So, und das ist bei E&L leider nicht möglich. Bedeutet, ja, es ist ein Federwechsel oder Federrelativ-Schnellwechselsystem ist einmal vorhanden, aber man muss für den Federtausch einmal die Gearbox entnehmen. Das ist an sich, wer sich mit AK auskennt, ist das kein Problem, denn letztendlich könnt ihr die Hop-Up-Kammer einfach nach vorne schieben über 2 Schrauben, Griff weg, Fire Selector weg und dann könnt ihr die Gearbox rausziehen. Dennoch bei G&G der Federtausch deutlich schöner oder deutlich besser umgesetzt. Da hier aber eben die Energie über diesen Bugatti Pistonhead einmal reduzierbar ist, würde ich heute fast sagen, das gleicht sich ein bisschen aus. Denn man muss eben nicht hergehen und jetzt für jedes Spielfeld irgendwie eine andere Feder haben, damit ihr eben mit der Energie hoch oder runter kommt. Das ist hier eben nicht mehr nötig. Bedeutet, ihr könnt euch zum Beispiel eine 130er reinmachen, 2 Joule, und dann könnt ihr sagen, okay, ich darf nur 1,6 Joule spielen, dann drossel ich sie halt über diesen Vario-Head einmal runter auf 1,6. Also hier, wie gesagt, Federschnellwechselsystem leider nicht so gut umgesetzt bei E&L, aber ich würde das Ganze einfach ein bisschen ausgleichen aufgrund des bereits verbauten einstellbaren Pistonheads hier einmal drin. So, und auch hier hatten wir bereits eine rege Diskussion, einmal im Discord und auch bei YouTube haben schon ein paar Leute geschrieben. Hier möchte ich auch meinen Senf noch mal ganz kurz etwas ergänzen. Ja, natürlich, die Energie kann man hier sehr, sehr schnell mit wenigen Klicks in ein paar Sekunden einmal ja hoch oder eben drosseln. So, jetzt haben natürlich schon ein paar geschrieben, ja, wie viele Leute werden denn auf dem Feld damit wieder betrügen? Leute, Airsoft basiert auf Fairness. Wer seine Hits nicht callt, wird auch da drin einmal rumschrauben. Und derjenige hat einfach auf einem Airsoft-Spielfeld nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Und ob ihr jetzt hier die Energie mit dem Ding da einstellen könnt oder ob ihr bei einem HPA-Regulator ohne Tournament-Lock die Energie oder die Pressluft aufschrauben könnt oder bei einer GBB statt zum Green Gas ein Black Gas reinhaut, das ist letztendlich alles das Gleiche. Also wer bescheißen möchte, der kann das so oder so machen.
Dementsprechend hier, wie gesagt, wenn ihr mal jemanden auf dem Feld seht, der da vorne so ein rotes Ding da reinsteckt, dann nehmt ihr das Ding und haut es um die Ohren rum. Nee, wie gesagt, kleine Worte am Rande. Natürlich, Airsoft basiert auf Fairness. Dementsprechend, wenn ihr so ein System habt, stellt vorm Kronen die Energie ein und lasst die Finger dann einmal davon weg. So, dann natürlich Akku einlegen und Platz für einen Akku ist letztendlich identisch wie bei den meisten anderen AK-Modellen. Bedeutet, der Akku kommt einmal hier oben rein und ihr benötigt dafür einmal diese langen Stick-Akkus für AK eben. Zum Akku einlegen habt ihr jetzt hier nicht wie bei einer AK-74 oder 47 hier hinten diesen Druckknopf, sondern genauso wie bei G&G letztendlich hier vorne einmal diesen Stahlhebel drin. Bedeutet, den drückt ihr mit Schmackes. Drückt er den einmal hoch, dann noddelt er den einmal raus. Der sitzt, wie gesagt, sehr, sehr press drin. Rausziehen. Auch dieser wird einmal hier oben arretiert. Also der fällt euch nicht weg oder sowas. Und dann könnt ihr letztendlich gesamtes oberes Gehäuse ein bisschen nach hinten und dann einfach einmal abnehmen. So, und dann seht ihr hier im inneren Bereich letztendlich genauso viel Platz wie bei anderen AK-Kniften. So, ich habe jetzt hier zum Testen leider nur den sehr, sehr alten GSG-Akku. Wie gesagt, ich habe mal einen verloren, muss ich mir mal einen neuen kaufen. Das ist letztendlich nur ein 1200 mAh Akku, 11,1 Volt mit gerade mal 20 C. Auch hier gibt es natürlich deutlich bessere heutzutage mit mehr C und ein kleines bisschen mehr Kapazität. Ich glaube, das Maximum sind 1300 oder 1400. Wie gesagt, muss ich mir auch mal einen neuen besorgen. Auf jeden Fall nehmt ihr das Ding einfach her, legt es hier oben einmal rein oder wenn ihr einen recht schlanken habt, könnt ihr den auch einmal hier vorne ins Gasrohr einmal reinstopfen. Und wie gesagt, dann passen diese ganz normalen AK-Akkus hier oben einmal perfekt rein. So, dann habt ihr hier hinten ganz normal einmal euren T- bzw. DIN-Stecker. Dann steckt ihr das Ganze einmal an und müsst aufgrund des EFCS-Systems wieder ca. 3 bis 4 Sekunden warten, bis der Motor einmal vibriert und das System entsprechend einmal ready ist. So, dann könnt ihr einfach diese Abdeckung wieder drauf machen, hier hinten einmal sauber arretieren, bisschen nach vorne pressen, bisschen nach vorne drücken und dann einfach diesen Pin hier vorne einmal wieder reindrücken. So, und wie gesagt, es sitzt alles sehr, sehr press, sehr, sehr passgenau, da braucht ihr ein kleines bisschen Schmackes. Runterdrücken, arretieren. So, und dann sitzt eben diese Abdeckung oder das obere Gehäuse mit der Pick-Rail perfekt da oben drauf. Bedeutet auch hier absolut kein Spiel, kein Wackeln von dem oberen Gehäuse. Ist natürlich auch wichtig, wenn ihr hier oben einmal eure Optik drauf packt, damit das Ding da oben nicht rumschwappelt. Wie gesagt, wird alles perfekt und fest einmal miteinander verbunden und arretiert. So Leute, jetzt mache ich ein paar Mumpeln rein und dann geht es weiter mit Ansprechverhalten und Klangbild. So, Magazin ist beladen. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz bei den allgemeinen Informationen 2 Punkte ergänzen, die euch gegebenenfalls interessieren könnten. Der erste Punkt ist, auch das AK-12-Modell von E&L hat natürlich hier beim Feuerwahlhebel einmal die Auflage für den Finger. Bedeutet, ihr könnt hier im Vergleich zu einer Standard AK-74 zum Beispiel mit dem Zeigefinger oder mit dem Abzugsfinger einmal umschalten. Habe ich euch damals bei der G&G gesagt, das ging bei der G&G unheimlich schwergängig, der Fire Selector, der Feuerwahlhebel. Bei E&L läuft das Ganze jetzt out of the box ein kleines bisschen leichter. Aber diese Druckplatte selbst könnt ihr eigentlich auch nicht wirklich sauber nutzen. Bei uns in Deutschland ist es jetzt relativ wurscht, denn natürlich, wir haben oben einmal die Sicherung drin und letztendlich halbautomatisch, egal wo wir das Ding unten hinstellen. So, und hier aber auch interessant für Zuschauer aus dem Ausland, Österreicher, Schweizer oder wo auch immer ihr herkommt und ihr dürft bei euch im Land einmal Full Auto und Burst nutzen, kann meiner Meinung nach die E&L-Version keinen Burst-Modus. Bedeutet, die G&G, wenn ihr euch international kauft, die hat alle 3 Feuermodi. Bedeutet, ihr habt oben ganz normal einmal eure Sicherung, dann schaltet ihr um, dann habt ihr Full Auto, dann habt ihr Burst und ganz unten habt ihr einmal halbautomatisch Semi. So, die E&L allerdings hat standardmäßig oben Sicherung, dann ganz normal einmal Full Auto und eben unten Semi. Bedeutet, der Burst-Modus ist hier nicht vorhanden, da die Standard G&G-Version, die international verfügbar ist, hat eben keine ETU oder kein EFCS einmal drin, welches diesen Burst-Modus regeln kann. Wie gesagt, hier vielleicht für den einen oder anderen internationalen Zuschauer einmal interessant. So, und der nächste Punkt, das werden wir uns später nochmal kurz im Detail anschauen bei der Verarbeitungsqualität. Auch hier hinten die Aufnahme für den Klappschaft oder für die Tube hinten ist komplett einmal aus Stahl gefertigt.
So, aber das Scharnier hat im Vergleich zu G und G ca. 0,2 mm im Scharnier minimal ein bisschen Spiel drin. So, und jetzt könnt ihr euch schon denken, jetzt haben wir hier vorne 0,2 mm Luft. Auf die Länge betrachtet, da gibt es aber allerdings im hinteren Bereich ca. 5 mm. Bedeutet, die ganze Tube kann hier hinten minimal ein ganz kleines bisschen wackeln. Das ist bei G und G von der Passgenauigkeit einmal besser. Ihr könnt das Ganze hinten ein bisschen ausgleichen, ganz billige Lösung mit ein bisschen Tape, aber von der Passgenauigkeit her, wie gesagt, könnte das Scharnier ein kleines bisschen straffer sitzen. Letztendlich ist es kein Problem, denn sobald ihr das Ding im Anschlag drin habt, ist es wurscht, ob da hinten Spiel drauf ist, weil ihr drückt das Ding eh zurück und dann nehmt ihr das Spiel oder dieses Wackeln nehmt ihr nicht mehr wahr. Wie gesagt, das sieht jetzt hier mega strange aus letztendlich, hat mich auch ein kleines bisschen schockiert, aber sobald das Ding im Anschlag drin ist, ist es wurscht. Wie gesagt, da wackelt die Waffe nicht oder sowas. So, also Klang-Ansprechverhalten, hören wir sie uns mal ganz kurz an. Mumpeln sind drin, sind 0,3 Gramm und ich schieße wieder einmal auf den Karton. Hier vielleicht noch kurz ein Punkt zu erwähnen, auch dieses Modell verfügt natürlich einmal hier unten von E&L über diesen Kunststoffanschlag. Bedeutet, gerade im Vergleich zu G und G lassen sich die Magazine deutlich einfacher einmal einlegen. Ihr müsst ja also nicht die innere Kante am Gehäuse einmal suchen, einmal treffen und dann das Magazin zurück, sondern ihr könnt das Magazin hier einfach zack oben rein, nach hinten ziehen, fertig, arretiert. Denn hier, wie gesagt, dieses Modell verfügt eben über einen Anschlag, die G und G leider nicht. So, also hören wir sie uns einmal an. Wie gesagt, 0,3 Gramm BBs sind einmal drin. Läuft einwandfrei. Läuft richtig, richtig gutes Ding, keine Feeding-Probleme, keine Aussätze, unheimlich schnelles Ansprechverhalten, obwohl eigentlich nur in Anführungsstrichen einmal 18:1 Gears drin sind. Bedeutet, wir haben hier kein 13:1 Gearset oder sowas drin. Ganz normal 18:1 Original E&L Super High Torque Motor drin verbaut mit Neodym-Magneten, 11,1 Volt. Ist einwandfrei, wirklich ausreichend, würde ich behaupten. Und natürlich, wer noch ein bisschen basteln kann, ihr könnt da natürlich auch ein 13:1 Gearset reinmachen. Das ist dann euch überlassen. Aber wer sich jetzt einfach nur das Ding kaufen möchte, würde ich behaupten, Ansprechverhalten ist tipptopp. Wie gesagt, wir liegen hier bei 65 Millisekunden bei einem vollgeladenen 11,1 Volt Akku. Also vollgeladen 12,6 Volt, 65 Millisekunden. Das ist für ein System mit 18:1 Untersetzung wirklich gut, muss man sagen. Und wie gesagt, wollt ihr noch schneller, könnt ihr euch zum Beispiel dieses Begadi Silverline Gearset reinmachen, 13:1. Ihr könnt den E&L Motor problemlos drin lassen, ist absolut kein Problem. Und dann kommt er halt irgendwo runter auf 50 Millisekunden, wenn das euch unbedingt wert ist. Aber wie gesagt, out of the box, keine Probleme, Akku rein, Spaß haben. Vom Klangbild muss ich sagen, ist es vollkommen in Ordnung. Bedeutet, gerade wenn man mal sich die alten Reviews anschaut zu den alten Versionen von E&L, ist hier das Geräusch oder der Klang etwas besser. Bedeutet, die Gears sind besser eingeschimmt, die Motoreinstellung passt und ihr habt nicht, wie teilweise noch die alten Modelle, dieses helle Kreischen einmal drin. Also das Modell hört sich out of the box vernünftig an. Natürlich mit dem 13:1 würdet ihr die Gears noch ein bisschen weniger wahrnehmen. Aber für eine Knifty out of the box wirklich tipptopp, können wir nicht maulen, können wir ebenfalls positiv einmal ansprechen. Machen wir anschließend weiter mit dem Thema Magazin und Kompatibilität. Ich habe leider nicht so viel AK-Magazine da. Ein bisschen was können wir uns dennoch einmal anschauen. Sprechen wir aber zunächst mal über das Magazin, welches im Lieferumfang enthalten ist. Das ist eben ein E&L AK-12 Magazin. Es ist ein 150 Schuss Mid-Cap, bedeutet ganz normal Mid-Cap mit dem Speedloader oben befüllen oder mit dem Odin oder whatever. 150 Schuss, sehr, sehr gut und auch von der Material oder von der Qualität wirklich super. Bedeutet, ihr habt außenrum gesamte Hülle, einmal komplett aus Polyamid-Kunststoff, also Glasfaser, verstärkt das Ganze. Ihr könnt es zusammendrücken, ihr könnt es versuchen zu verbinden, ihr könnt es runterschmeißen, das ist egal. Also das hält das Magazin problemlos aus. Ebenfalls im unteren Bereich einmal der Magazinboden, einmal aus Stahlblech gefertigt.
So, es gibt einen Punkt, den ich bei diesem Magazin nicht ganz so schön finde im Vergleich zu G&G zum Beispiel. Denn wenn ihr die Magazine mal direkt vergleicht, G&G hat hier vorne überall so kleine Fenster drin und ihr seht im inneren Bereich solche Dummy-Patronen oder so Attrappen einmal innen drin. Sieht unheimlich schön aus bei G&G, da hat E&L leider darauf verzichtet. Bedeutet, es ist letztendlich komplett einmal geschlossen. So, aber wo dieses Magazin einmal punkten kann, ist das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Wo G&G zum Beispiel noch für ein AK-12 Magazin 32 bis 35 Euro einmal nimmt, bezahlt ihr für dieses Midcap gerade einmal 12,50 Euro. 12,50 Euro, ja bitte, hau 5 Stück her und gut ist. Also Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, wirklich super. So, dann habe ich euch gerade auch schon gesagt, wenn ihr dieses Midcap einmal einlegt, habt ihr hier unten drin eben wieder diesen Kunststoffanschlag. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht hergehen, müsst da gucken, oh, wie treffe ich diese Kante. Nein, ihr geht letztendlich her, haut das Magazin da oben einfach rein, drückt es zurück und es sitzt einmal drin. Also auch hier aufgrund dieses Anschlages innen drin vom Einlegen der Magazine etwas benutzerfreundlicher umgesetzt. Habe ich euch damals bei der G&G angesprochen, hätte G&G bei ihrem Modell ebenfalls einmal reinbauen sollen. Denn da müsst ihr immer mal wieder diesen Schlitz suchen da innen drin, denn sonst rutscht er drüber und dann könnt ihr das Magazin nicht arretieren. So, dennoch möchte ich einen Punkt erwähnen, was vielleicht auch bei E&L nicht perfekt ist. Das Magazin sitzt zunächst mal hier super drin, also nach vorne, nach hinten absolut kein Spiel. Allerdings links, rechts ein kleines bisschen Spiel. Das Original AK-12 Magazin. Wie gesagt, es fällt jetzt nicht raus oder so, ihr könnt es jetzt nicht rausreißen. Nein, es fällt nicht raus. Aber dennoch im Vergleich zu G&G, links, rechts, kleines bisschen mehr Spiel vorhanden. Macht aber vom Feeding her keinen Unterschied. Bedeutet, ob ihr da jetzt 0,2er reinpackt, 0,36, ist wurscht. Das Originalmagazin feedet wirklich hervorragend. So, jetzt habe ich hier eben mal ein paar Magazine noch getestet, was ich da hatte. So, das sind leider nicht so viele Magazine. Was zum Beispiel gar nicht funktioniert, ist ein Syma-Magazin. Also hier kann man eigentlich getrost sagen, dass E&L AK-12 nicht zu Syma kompatibel ist. Das passt da unten nicht. Also wie gesagt, Syma nicht kompatibel. Was jetzt allerdings sehr gut passt, gut, das ist ein optisch, das müsst ihr entscheiden, ob ihr das optisch so machen wollt. Was aber sehr gut funktioniert, sind Standard E&L-Magazine, egal welche. Wie gesagt, AK-74 zum Beispiel, passt wunderbar rein, arretiert sauber, feedet hervorragend und sitzt sogar in der Waffe besser wie das Original AK-12-Magazin. Also wenn ihr jetzt schon E&L-Magazine zu Hause habt, könnt ihr diese weiterhin in der AK-12 einmal verwenden. So, und was auch funktioniert, ist einmal Arcturus. Da habe ich letztendlich 2 Stück da von meiner AK-01. Auch diese funktionieren hervorragend und sitzen ebenfalls links, rechts besser drin wie das Originalmagazin. Bedeutet auch hier keine Probleme vom Feeding, sitzt sauber drin und lässt sich problemlos einmal wieder lösen. Also dementsprechend können wir eigentlich festlegen, alle E&L-Magazine sind kompatibel und ebenfalls Arcturus ist kompatibel. Was ich leider nicht da habe, ist LCT, keine Ahnung, das müsst ihr vielleicht jemand von euch da mal testen. Und natürlich in die Kommentare posten, ob die da passen oder nicht passen. So Leute, machen wir weiter mit der Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und den verwendeten Materialien. Wir fangen zunächst mal wieder vorne an, Mündungsbremse und auch Aufnahme oder Arretierung für die Mündungsbremse und ebenfalls Aufnahme fürs Bajonett zum Beispiel, habe ich euch vorhin schon angesprochen, ist hier ebenfalls einmal komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet hier kein Alu, kein Zink oder sowas, sondern ebenfalls alles komplett einmal Stahl hier vorne. So, zum Lösen der Mündungsbremse oder des Mündungsfeuerdämpfers müsst ihr, ja, geht ein kleines bisschen anders. Im Regelfall habt ihr ja selbstverständlich hier oben einmal diesen Sicherungspin drin. Den kann ich euch mal ganz kurz vielleicht so zeigen. Warte mal, ich drehe es mal. Seht ihr, da habt ihr hier wieder diesen gefederten Pin drin, damit das Ganze hier oben quasi arretiert wird und dementsprechend hält und sich nicht löst. So, den müsst ihr aber wieder mit relativ viel Schmackes einmal zurückdrücken. Bedeutet am besten nehmt einen Schlitzschraubendreher oder ein Bit, dann drückt ihr den mit Schmackes, wirklich mit Schmackes, der ist relativ straff gefedert, einmal rein. Oh, komm her. So, und dann dreht ihr das Ganze ein bisschen weiter. So, und jetzt eben bei der E&L AK-12 müsst ihr das Ganze jetzt nicht einfach abschrauben, sondern nur circa bis zur Hälfte drehen, 180 Grad. Und dann ist das Ganze drum bereits lose. Seht ihr, das ist wie so eine Art QD-System einmal.
Und dann habt ihr hier eben nochmal diese Stahlaufnahme oder diesen Stahlring drauf und der hat jetzt letztendlich einmal ein 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, das könnt ihr jetzt ganz normal einmal wegschrauben und da unten drunter seht ihr, kommt einmal euer Gewinde zum Vorschein. Da könnt ihr dann letztendlich andere Mündungsfeuerdämpfer, Tracer oder Schalldämpfer einmal draufschustern. Wie gesagt, hier so eine Art QD-System bei der E&L AK12. Zum Installieren genauso wieder drauf. Dann müsst ihr den Pin wieder ein kleines bisschen reindrücken und dann dreht ihr letztendlich den Mündungsfeuerdämpfer ebenfalls einfach um ca. 180 Grad, bis er einmal einschnappt. So, zack, und dann hält das Ding wieder einmal problemlos fest oder bleibt problemlos dran. So, dann können wir gleich hier weitermachen. Gesamter Outer, seht ihr auch später dann gleich bei der Demontage, von hier vorne bis ganz nach hinten einmal durch in den Receiver, in die Hop-Up-Kammer. Das ist letztendlich alles komplett einmal Stahl, also ein richtig schönes, massives, fettes Stahlrohr. Und auch hier einfach der Punkt, wenn euch das Ding mal blöd runterfällt und irgendwie auf dem Outer aufschlägt oder sowas, ihr habt hier einfach Stahl, ihr habt kein Alu, was dann irgendwie mal verbiegen kann oder so. Nein, es ist wirklich einmal komplett Stahl. Ebenfalls einmal Gasabnahme, hier vorne dran ebenfalls komplett einmal aus Stahl gefertigt. Da gut, hier die Einstellung ist auch aus Stahl, aber da könnt ihr letztendlich nichts dran machen. Kornträger, alles komplett einmal aus Stahl gefertigt und natürlich auch die Aufnahme für den Trageriemen hier unten dran ist ebenfalls einmal komplett aus Stahl gefertigt. Also wie vorhin schon angesprochen, hier schön bei E&L, dass wir einfach wieder so ein Vollstahl-AK-Modell einmal haben. Dann können wir uns gleich einmal den Handschutz anschauen. Der ist letztendlich genauso von der Materialqualität wie bei G&G zum Beispiel. Bedeutet, ihr habt auch hier einmal einen unheimlich soliden und robusten Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Also hier das Ganze wirklich unheimlich hochwertig, unheimlich solide. Und ebenfalls, wie bei G&G auch, wird es ähnlich gesichert oder gleich gesichert. Bedeutet, oberer Handschutz, unterer Handschutz wird letztendlich über ein Nut- und Federsystem zusammengeschoben, sozusagen zusammengepresst. Dann das Ganze nach hinten in den Receiver oder ins Gehäuse reingepresst und dann hier unten über den dicken Pin einmal gesichert. Und wie gesagt, ihr werdet auch bei der Demontage dann sehen, es wird wirklich alles gepresst. Also ihr schiebt es nicht einfach nur so einfach rein, sondern ihr müsst wirklich mit relativ viel Kraft das alles zusammendrücken, zusammenpressen. Und wenn ihr das dann einmal gesichert habt über den fetten Pin, dann sitzt der gesamte Handschutz einfach perfekt. Hier absolut null, nicht mal ein Zehntel irgendwie Spiel oder sowas vorhanden. Kein Wackeln, nix. Auch hier oben, da könnt ihr rumknödeln und rummachen. Das sitzt einfach hervorragend drauf. Wie gesagt, nicht mal ein Zehntel irgendwie Luft vorhanden. Also hier muss man wirklich sagen, erstmal Material, wie gesagt, hervorragend, Verarbeitungsqualität hervorragend, Haptik sehr, sehr schön von dem ganzen Handschutz, auch von der Oberfläche, so ganz leicht ein bisschen strukturiert, kleines bisschen so grob, fühlt sich hochwertig an. Und eben, wie gesagt, Toleranzen einfach nur hervorragend. Also gesamter Handschutz ebenfalls klasse. Und eben natürlich der Vorteil, sehr, sehr guter Kunststoff, bedeutet auch, wenn ihr hier oben was drauf montiert oder hier was drauf montiert. Natürlich, es ist Polyamid. Ihr habt aber nicht das Problem, dass wenn ihr da mal öfters was draufklemmt, dass euch sofort die Pickrail irgendwie kaputt geht oder verdrückt wird oder sowas. Wie gesagt, sehr, sehr guter Kunststoff, wie letztendlich bei G&G ebenfalls. Dann seht ihr hier oben zunächst mal wieder einmal den Zerlegehebel. Habt ihr vorhin schon gesehen, wenn ihr den Akku einlegen wollt oder wenn ihr eben das obere Gehäuse einmal entfernen wollt. Auch dieser Hebel ist einmal komplett aus Stahl gefertigt. Der wird dann letztendlich einmal hier im Handschutz eingeklipst und zusätzlich hier hinten nochmal in so eine Aussparung ebenfalls nochmal reingedrückt. Das seht ihr zum Beispiel, wenn wir den mal mit Schmackes ein bisschen hochdrücken, dann seht ihr vielleicht, dass wir hier hinten oder hier quasi einmal so eine, ja, wie soll ich sagen, einfach so einen kleinen Versatz raus haben. Und dieser Versatz fährt hier letztendlich einmal oben rein und dann wird das Ganze eben doppelt gesichert. Also hier hinten und ebenfalls hier vorne. Und natürlich auch dieser gesamte Hebel einmal aus Stahl gefertigt. Auch hier Passgenauigkeit hervorragend, bedeutet, wenn ihr Akku einlegen wollt oder wenn ihr den raus haben wollt, dann müsst ihr ruhig ein bisschen hin und her und dabei ein bisschen drücken und noddeln und ziehen, bis ihr das Ding einmal rausbekommt. Also auch hier entsprechend aber von der Passgenauigkeit hervorragend und kein Spiel oder sowas entsprechend auf dem oberen Gehäuse vorhanden. Wenn ihr dann mal hinter den oberen Handschutz schaut, da habt ihr ja hier diesen mittleren Block einmal drin. Und hier fällt euch bereits vielleicht ein kleiner Unterschied auf zur G&G, wer das Review vielleicht gesehen hat oder verfolgt hat. Bei G&G waren das zwei Bauteile, bedeutet, ihr konntet die auseinanderschieben.
Bei E und L sind die Teile hier einmal komplett aus Stahl, diese gesamte Arretierung letztendlich, wo oben dann einmal euer Stahlgasrohr letztendlich reinläuft. Und E und L verschweißt das Ganze aber. Das seht ihr hier einmal so eine Schweißnaht. Auf der gegenüberliegenden Seite das Ganze ebenfalls. Also hier, wie gesagt, werden die Teile zusammengebaut, ausgerichtet und dann von E und L einmal verschweißt. Bei G und G sind diese nicht miteinander verbunden, diese beiden Blöcke hier oder diese beiden Bauteile. Genauen Namen weiß ich einfach nicht. So, dann habt ihr hier einmal ganz normal euren Fake-Verschluss sozusagen. Natürlich auch hier das Ganze aus Stahl gefertigt mit dem Spannhebel. Könnt ihr letztendlich aufziehen, um im inneren Bereich dann einmal euer Hop-Up einzustellen. Das schauen wir uns natürlich auch noch ganz kurz später einmal im Detail an. Hier vielleicht gleich mal wieder eins vorweg, kleiner Tipp. Habe ich euch bei diesem Video zu dieser Begadi Nebo AK Hop-Up-Kammer einmal gesagt, wenn ihr diese Rotary Hop-Up-Kammer da reinbaut, würde es sich auch bei der AK12 einmal anbieten, diese Führungsstange, diese Stahlstange hier, einfach hier im vorderen Bereich um ca. 40-45 mm zu kürzen. Dann kommt ihr deutlich schöner einmal an dieses Rotary, an dieses Einstellrädchen einmal von der Hop-Up-Kammer ran. Wie gesagt, wen das interessiert, schaut euch am besten das Video von dieser Hop-Up-Kammer einmal an. Wäre, wie gesagt, bei der E und L AK12 ebenfalls ein gewisser Vorteil, wenn man das diese Führungsstange ein bisschen cuttet. So, wie gesagt, auch hier das Ganze natürlich aus Stahl und läuft tadellos. Wie gesagt, hier keine Probleme. Gesamtes Gehäuse ist dann letztendlich ebenfalls natürlich einmal komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet gesamte untere Wanne oder unteres Gehäuse, dann die obere Abdeckung. Hier natürlich alles einmal komplett aus Stahl gefertigt. So, und ich werde heute ebenfalls einen Pluspunkt auf das Finish geben, denn gerade wenn ihr vergleicht G und G AK12 gegen E und L AK12, man sieht einfach der E und L Version das Material vom Finish einmal an. Habt ihr vielleicht in den anderen Aufnahmen vorhin auch schon gesehen, bedeutet das gesamte Gehäuse oder der gesamte Receiver, der hat einfach so diesen leichten metallischen Schein oder Glanz einmal drin. Er reflektiert jetzt nicht, aber er nimmt trotzdem, wie gesagt, gerade bei den Radien, ihr seht einfach, dass es Stahl ist. Wie gesagt, nicht einfach nur matt schwarz irgendwie eine Beschichtung drauf geklatscht auf das Zeug, sondern es sieht einfach unheimlich realistisch und sehr, sehr sexy aus, muss ich sagen. Wie gesagt, vom Finish her wirklich sehr, sehr schön. So, dann ebenfalls am oberen oder an der oberen Abdeckung habt ihr hier oben einmal eure Pick Rail drauf. Die ist letztendlich einmal aus Aluminium gefertigt, ist mit sehr, sehr vielen Schrauben mit dem oberen Gehäuse verbunden und hier auch einmal perfekt ausgerichtet. Bedeutet, auch wenn ihr hier oben die Optik einmal drauf packt, ihr habt hier nicht irgendwie einen Versatz oder das Ganze passt einfach perfekt von der Flucht. Bedeutet, eure Optik sitzt gerade drauf und nicht irgendwie leicht im Winkel versetzt. Also hier perfekt einmal ausgerichtet, die obere Pick Rail. Und wie vorhin auch schon angesprochen, auch hier bei diesem AK12 Modell wird letztendlich dieses gesamte Gehäuse unheimlich festgehalten oder sauber gehalten. Bedeutet, hier hinten habt ihr innen drin zwei so massive Stahlhaken, wo das Ganze reingepresst wird. Dann müsst ihr mit Schmackes nach vorne drücken und dann sichert ihr das Ganze über diesen dicken Stahlpin hier vorne. Und sobald das Ding da oben gesichert ist, habt ihr da null Spiel drauf. Bedeutet, ihr könnt da letztendlich nur die ganze Knifte ein bisschen hin und her wackeln. Also hier von der Arretierung, von der Passgenauigkeit, von den Toleranzen wirklich hervorragend umgesetzt von E und L. Muss aber natürlich auch, denn wie gesagt, hätten sie da irgendwo ein bisschen Spiel drin und ihr packt euch da einen Rotpunkt oder irgendwas drauf, ja, dann würde die ganze Optik da oben hin und her schwabbeln. Wäre natürlich Murks. Also hier perfekt einmal umgesetzt. Und auch das untere Gehäuse, schönes dickes Stahlblech hier einmal verwendet, die ganzen Nieten einmal sauber dran. Wie gesagt, hier einfach nur sehr, sehr schön einmal umgesetzt das Ganze und natürlich auch von der Passgenauigkeit hervorragend. Dann lasst uns noch mal ganz kurz über die Bedienelemente sprechen. Bedeutet hier letztendlich Standard AK, der Feuerwahlhebel nur vom Schützen aus auf der rechten Seite natürlich vorhanden. Hier das Ganze natürlich selbstverständlich einmal aus Stahl gefertigt. Das hat aber heutzutage so gut wie jede AK letztendlich. Also Feuerwahlhebel aus Stahl. Dann habe ich euch aber vorhin auch schon angesprochen, ja, ihr habt hier diese Auflage letztendlich bei der AK12, um das Ganze eben auch mit dem Abzugsfinger, wenn ihr hochgeht, einmal umschalten zu können. Hier wieder der eine Punkt, wie gesagt, es läuft bei der E und L Version, läuft es ein kleines bisschen leichtgängiger, aber wirklich schön ist was anderes. Wie gesagt, er läuft ein bisschen leichter wie bei G und G, aber so wirklich jetzt hoch und umschalten irgendwie nur mit dem Finger ist, ja, geht trotzdem mehr schlecht als recht. Also hier ist auch ein Umgreifen und vor dem Magazin wie bei einer Standard AK-74 immer noch am besten geeignet.
Gerade, gerade im Österreich oder in der Schweiz, wenn ihr eben auch Full-Auto schießen könnt, wie gesagt, da seid ihr einfach hier, wenn ihr darum umschaltet, seid ihr sofort einmal auf Semi. Dementsprechend ganz normal einmal ums Magazin umgreifen und eben so umschalten, wie man es einfach gewohnt ist. So, und was ich euch vorhin auch schon angesprochen habe, standardmäßig müsste dieses E&L-Modell auf dem internationalen Markt mit einer handelsüblichen Switch-Assembly kommen. Denn E&L hat keine ETU standardmäßig drin verbaut. Bedeutet, ihr habt hier letztendlich auch nur einmal die Sicherung oben, dann einmal euren Auto- oder euren Full-Auto-Modus und ganz unten oder unten habt dann letztendlich einmal Semi-Modus. Wie bei jeder anderen AK auch. Bedeutet, der Burst-Modus, was die G&G zum Beispiel kann, ist hier nicht möglich. Bedeutet, ihr müsstet dann gucken, dass ihr irgendwie eine ETU reinbaut oder ein EFCS reinbaut, welches diese 3 Feuermodis einmal unterstützt. Also nicht nur, dass ihr quasi jetzt quasi 3 einstellen könnt, sondern ihr müsst letztendlich 4 Positionen einstellen können. Wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendeine ETU gibt aktuell, die diese einzelnen Modi alle komplett durcheinander unterstützt aufgrund der Selector Plate. Wie gesagt, weiß ich nicht, habe ich mich auch noch nicht damit auseinandergesetzt. So, und dann haben wir letztendlich hier unten noch einmal den Abzug. Auch diese ist natürlich bei E&L einmal aus Stahl gefertigt. Auch übrigens natürlich in Deutschland Semi-Only, bedeutet, es ist bei uns relativ wurscht. Habt da oben die Sicherung drin. Manuelle Sicherung bedeutet, Abzug wird komplett einmal sauber blockiert. Und ihr könnt dann letztendlich hochgehen und das Ding einfach runterdrücken. Wo ihr den Feuerwahlhebel letztendlich hinstellt, ist wurscht, weil das Ding schießt eh bloß halbautomatisch bzw. einmal Semi. So, der Abzug, wie gesagt, einmal aus Stahl gefertigt, Standard V3-System einmal drin und ein Mikrotaster. Diesen Mikrotaster nehmt ihr aber nicht wahr, bedeutet, ihr merkt jetzt nicht im hinteren Bereich irgendwie ein Klicken oder sowas. Aber ihr könnt hier dennoch den Abzug hinterstellen und könnt dann letztendlich hier hinten ganz fein einmal im Millimeterbereich 1 bis 2 Millimeter sehr, sehr schnell und sehr fein einmal triggern. Wie gesagt, das Ganze standardmäßig bei diesem Bugatti EFCS-System über einen Mikroschalter. Wie gesagt, funktioniert hier einfach tadellos. Abzugsgewicht ist übrigens ein kleines bisschen straffer wie bei anderen AKs, zum Beispiel bei Syma ist der Abzug deutlich weicher. Bedeutet, E&L verbaut hier letztendlich am Abzug bzw. in der Gearbox eine etwas straffere Feder wie Syma, wenn ihr das irgendwie miteinander vergleichen könnt. Wie gesagt, hier ist einfach das Abzugsgewicht aufgrund der Feder minimalst ein kleines bisschen straffer. Der Pistolengriff ist dann auch letztendlich nahezu identisch wie bei der G&G-Version. Ganz normaler AK-12 Pistolengriff, bedeutet hier von der Ergonomie her, von der Haptik unheimlich schön. Auch wieder Polyamid-Kunststoff, wie vorne am Vorderschaft bzw. am Handschutz ebenfalls. Bedeutet Polyamid mit Glasfaseranteil, richtig schöne Haptik, einmal auch von der Oberfläche. Fühlt sich so ein bisschen körnig an, so ganz leicht wie ein Schleifpapier. Wie gesagt, unheimlich griffig dieser Kunststoff, sehr, sehr schöne Oberfläche einmal dran. Aber ich habe es euch bei der G&G-Version auch schon gesagt, von der AK-12, er ist einfach ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, er ist einfach ein bisschen dick. Der Griff ist ein kleines bisschen dick. Gerade wenn man halt normalerweise AR-15 gewohnt ist oder halt normale AK-47 Griffe oder 74 Griffe, wirkt dieser, auch wenn er von der Haptik her sehr schön ist, von der Ergonomie her sehr schön ist, wirkt er einfach beim Griff selbst ein kleines bisschen fetter. Wie gesagt, liegt natürlich auch daran, dass ihr ein bisschen schlanke Hände habt. Wenn ihr ein bisschen größere Hände habt, dann ist das wahrscheinlich relativ latte. So, also hier hervorragend und wird natürlich auch perfekt einmal mit dem Receiver bzw. mit der Gearbox später einmal verschraubt und verbunden. Bedeutet natürlich hier auch kein Spiel oder sowas einmal drin. So Leute, und jetzt müssen wir ein kleines bisschen ausholen oder ein bisschen was durchsprechen, denn jetzt geht es einmal um die Aufnahme bzw. um das Klappscharnier von unserer Tube hinten. So, das Ganze ist eben, wie gesagt, ein Scharnier, ist komplett aus Stahl gefertigt, bedeutet die innere Arretierung im Receiver oder im Gehäuse aus Stahl und natürlich auch die Aufnahme für die Tube selbst ist ebenfalls einmal komplett aus Stahl gefertigt. Auch dieser Arretierungshebel, wo das Ganze einmal einrastet und auch der Knopf zum Lösen, ist auch alles komplett aus Stahl gefertigt. Allerdings hat E&L hier vom Schützen aus auf der linken Seite in diesem Scharnier beziehungsweise in diesem Bolzen, der durch dieses Scharnier einmal durchgeht, hat E&L hier leider ein kleines bisschen Toleranz bzw. ein kleines bisschen Spiel drin. Circa 0,2 mm. So, ich habe es euch vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen. Ich zeige es euch jetzt einfach noch mal kurz in der Nahaufnahme.
Bedeutet, das Ding ist jetzt komplett einmal fest arretiert. Und ihr habt aber dennoch in der Tube selbst, beziehungsweise in diesem Scharnier, habt ihr hier minimals ein ganz kleines bisschen Spiel einmal drin. Das war bei G&G, oder bei G&G ist das deutlich passgenauer einmal gefertigt. Ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, wenn ihr das Ding im Anschlag drin habt und schießt, dann merkt ihr, das nehmt ihr nicht wahr, dieses Spiel. Das ist also relativ wurscht. Man weiß dennoch, dass es leider vorhanden ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, es ist eine AK, wurscht, da darf gern mal ein kleines bisschen was nicht ganz perfekt sein. Natürlich, ich sage es euch aber dennoch, wie ihr das ein kleines bisschen optimieren könnt. Zunächst mal vom Schützen aus auf der linken Seite, drückt ihr den Knopf einmal kräftig rein. Dann könnt ihr das Ganze natürlich einmal umklappen und wird dann hier hinten letztendlich über diesen inneren Stahlhebel oder Stahlschieber einmal gesichert. Bedeutet, hier habt ihr ebenfalls so einen Stahldruckknopf einmal dran. Bedeutet auch, wenn ihr das Ganze wieder aufklappen wollt, wie gesagt, das wird jetzt hier einmal gelockt, müsst ihr hier hinten auf diese Platte einmal kräftig drauf drücken und dann das Ganze einmal wieder umklappen und entsprechend wieder einmal arretieren lassen. So, jetzt aber der eine Punkt, wenn ihr jetzt gerade mal hier hinten reingeschaut habt und ihr schaut euch mal diese Fläche hier einmal an. Da habt ihr, wie gesagt, hier seitlich habt ihr diese Rundung, die hier innen drin in diesem anderen Stahlhebel letztendlich einmal arretiert oder gehalten wird. Hier unten habt ihr eine relativ große Freifläche. Wie gesagt, hier unten dieser Steg rüberwärts. Wenn ihr jetzt an dieser Position, wenn ihr das ein bisschen ölfrei macht, fettfrei macht und entweder hier ein kleines bisschen Tape aufbringt oder von mir aus mit einem 2-Komponenten-Kleber ein ganz dünnes Stück Kunststoff aufklebt oder im inneren Bereich an dieser Position, dann bekommt ihr dieses Spiel einmal raus. Denn dann wird einfach dieser Block, wenn ihr das Ganze arretiert, kommt hier auf diese Fläche ein kleines bisschen Druck drauf und dann habt ihr kein Wackeln mehr vorhanden. Wie gesagt, hier ein kleiner Tipp, wer dieses einmal beheben möchte. Dann bleibt uns letztendlich nur noch einmal der Schiebeschaft hinten drauf. Hier zunächst mal wieder der eine Punkt, wie die G&G letztendlich auch, habt ihr hier keine Standard AR-15 Buffer-Tube. Bedeutet, die Buffer-Tube von der AK-12 weicht zu AR-15 einmal ab. Ihr könnt also hier nicht einfach ohne weiteres hergehen und könnt Standard M4 oder AR-15 Schäfte einmal draufschieben. Das funktioniert aufgrund der Maße von der AK-12 leider nicht. Wie gesagt, weder jetzt hier bei E&L noch bei G&G. So, wie gesagt, der Schiebeschaft, der ist von der Qualität auch wirklich hervorragend. Zumindest schon mal außenrum, muss man sagen. Bedeutet hier keine großen Spritzgussnähte, auch so richtig schön fein einmal strukturiert. Von der Oberfläche her fühlt sich auch so ein kleines bisschen an wie Schleifpapier. Wie gesagt, sehr, sehr schön, finde ich, sehr angenehm. Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil und dementsprechend auch sehr, sehr haltbar das Ganze. Dann seht ihr zunächst mal hier ebenfalls eingepresst einmal Stahl-QD-Aufnahme für eine Trageriemenöse. Links und rechts, wie gesagt, das Ganze vorhanden, könnt ihr hier eben Sling Swivel einmal befestigen. So, dann haben wir natürlich auch hier die Feature, dass wir unsere gummierte Schaftkappe hinten, auch hier das Ganze wirklich sehr, sehr weich einmal gummiert, sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, auch wie bei G&G hier diese Löcher drin und dadurch ist der Gummi zwar robust, aber er ist einfach unheimlich weich. Wie gesagt, das Ding liegt richtig gut einmal im Anschlag drin. So, und natürlich könnt ihr auch bei diesem Modell die gesamte Schaftkappe hinten einmal einstellen. Bedeutet, ihr habt hier unten habt ihr so einen Hebel dran, den drückt ihr einmal, den zieht ihr einmal kräftig raus und dann könnt ihr auch hier hinten die Schaftkappe einmal in der Höhe einstellen oder entsprechend einmal positionieren, wo ihr sie eben benötigt. So, es gibt dennoch einen kleinen Punkt, der auch hier leider nicht ganz perfekt ist. Jetzt habe ich euch vorhin schon gesagt, das mit dem Scharnier hier in der Tube ist ein kleines bisschen Spiel drin. So, aber zusätzlich hat ebenfalls der Schaft auf der Tube auch nochmal ein kleines bisschen Spiel. Bedeutet, wenn ihr das Ding wirklich komplett auf Anschlag auszieht und da hinten mal dagegen drückt, dann summiert sich, diese Maße summieren sich einfach und dann könnt ihr den Schaft da hinten locker einen Zentimeter hin und her bewegen. Das Ganze ist natürlich einfach zu beheben, letztendlich genauso wie bei einer AR-15, bedeutet gesamten Schaft komplett mal nach hinten abziehen und dann einfach auf die Tube hinten im oberen Bereich einfach 1, 2, 3 Lagen ISO-Band einmal draufziehen, damit ihr eben hier schon mal das Spiel vom Schaft zur Tube, also quasi dieses Spiel hier, dass ihr dieses einfach einmal rausbekommt. Wie gesagt, finde ich ein kleines bisschen schade, der ist bei G&G etwas passgenauer gefertigt. Also hier hinten hat man doch einiges an Spiel einmal vorhanden. Muss man leider etwas beheben oder fixen. So, ansonsten, wie gesagt, läuft er problemlos, da kann man nicht schimpfen und die Qualität ist auch in Ordnung. Nur Passgenauigkeit haben sie,
eigentlich bei der ganzen Waffe wirklich perfekt gemacht. Und da hinten war ein Montag wahrscheinlich. Oder derjenige hatte zu wenig Kaffee, keine Ahnung. Dann schauen wir uns ebenfalls noch ganz kurz die Kimme einmal hinten an, denn auch diese ist seitens E&L wirklich sehr schön nachgebildet. Bedeutet, wir haben letztendlich die gesamte Aufnahme auf der Rail drauf, einmal aus Aluminium. Das Ganze sitzt natürlich perfekt einmal drauf, also bombenfest. Auch hier natürlich kein Spiel oder so vorhanden. Kimmenblatt, Lochkimme selbst und letztendlich die ganzen Einstellrädchen ist hier einmal komplett aus Stahl gefertigt. Bedeutet genauso wie bei G&G oder wie beim scharfen Vorbild die Seiteneinstellung. Hier das Rädchen vom Schützen aus auf der rechten Seite ein bisschen rausziehen. Warte mal, ich kann es euch vielleicht noch ein bisschen drehen. Hier einfach einmal rausziehen und dann das Ganze eben über Klicks einstellbar. Klick, einmal, Klick, nochmal. Also es arretiert quasi je Einstellung in der Seite. Und die Höhe geht letztendlich dann genauso wie bei anderen AKs. Bedeutet hier diese zwei Stahlknöpfe zusammendrücken und dann könnt ihr eben hier die Höhe in unterschiedlichen Positionen einmal justieren bzw. einmal einstellen. Und wie gesagt, hier das Ganze ebenfalls einmal aus Stahl gefertigt. Dann auch heute natürlich wieder ganz kurz Thema Hop-Up einstellen, gerade für Einsteiger. Die meisten werden es natürlich wissen. Wir haben hier eine Standard AK Hop-Up-Kammer einmal drin, bedeutet weiterhin einmal das Schiebersystem. Zum Hop-Up einstellen müsst ihr einmal seitlich den Spannhebel einmal aufziehen und müsst letztendlich diesen Fake-Verschluss einmal halten. So, und dann seht ihr jetzt hier innen drin, hinter dieser Stahlstange, seht ihr einmal den Hop-Up Einstell-Lever oder den Hebel dafür, beziehungsweise Schieber in dem Fall. Bedeutet hierüber, wenn ihr das Ganze einmal nach hinten bewegt, diesen Schieber, könnt ihr einmal euren Hop einstellen, beziehungsweise mehr oder weniger Hop einstellen. So, und das Ganze geht aber leider aufgrund des Schiebersystems nicht ganz so schön wie bei modernen M4-Modellen, zum Beispiel im Rotary. Bedeutet, ihr müsst da teilweise unter der Stange mit dem Fingernagel drunter, dann biegt es aber auch den Hebel ein kleines bisschen nach hinten weg, ist also immer noch leider nicht ganz perfekt. Dementsprechend, wir werden uns später auch diese AK Hop-Up-Kammer von Begadi noch anschauen. Diese blaue, die würde sich hier natürlich anbieten. Darüber lässt sich das Hop-Up deutlich schöner einstellen. Aber hier muss gesagt sein, es ist kein Must-Have. Bedeutet, Begadi verbaut hier bereits das Fly 5 Bucking mit einem passenden 5 mm Tensioner. Und ihr könnt out of the box problemlos 0,3, 0,32, 0,36 Gramm BBs problemlos hoppen. Nur das Einstellen ist eben nicht ganz so schön mit diesem Schiebersystem. Wie gesagt, das sind andere Systeme, gehen da deutlich feiner und präziser zum Einstellen. Dementsprechend erstmal einschießen natürlich das Ganze, wenn die Waffe neu kommt. Und dann müsst ihr halt am besten Gehäusedeckel einmal runter machen. Lasst einen Akku von mir aus dran baumeln oder sowas. Und dann stellt ihr das Hopper von oben den Schieber einmal ein. Denn da könnt ihr deutlich feiner vorgehen, habt ein bisschen mehr Platz, wie von der Seite hier einmal drin. Wie gesagt, zum ersten Mal einstellen würde ich empfehlen, Gehäusedeckel runter machen, denn ihr kommt einfach an den Schieber deutlich besser einmal ran. Gut Leute, dann gibt es auch heute wieder einen Demontageteil. Bedeutet, wir kloppen das Ding einfach einmal auseinander. Wenn ihr mal für eine Wartung oder sowas einmal ran müsst, zeige ich euch hier auch bei dieser E&L AK12 kurz einmal im Detail. Wir beginnen wieder, wie vorhin schon gesehen, zum Akku einlegen. Hier oben diesen Stahlhebel oder diesen Stahlbügel einmal aufklappen und diesen dann mit ein bisschen Schmackes und hin und her noddeln rausziehen und entsprechend die obere Abdeckung einmal lösen. Jetzt könnt ihr wieder Standard wie bei anderen AKs hier hinten diesen Halteblock einmal reindrücken und oben einmal aushaken. Dann könnt ihr quasi diese Schließfeder von dem Verschlussblech könnt ihr eben einmal lösen und das Verschlussblech ebenfalls einmal nach hinten entfernen. So, dann können wir gleich einmal weitermachen mit dem Feuerwahlhebel. Hier benötigt ihr weiterhin bei E&L eine kleine Zange am besten, denn diese Schraube, oder das ist quasi eine Schraube hier, die das Ganze einmal zusammenhält. Bedeutet, ihr braucht hier eine Zange und müsst hier ein kleines bisschen diese Schraube einmal anlösen. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, dass das ja nicht komplett verschammariert oder so. Ansonsten könnte es gegebenenfalls ein bisschen unschön aussehen. Aber ist letztendlich eine AK, muss nicht immer schön aussehen. So, also anlösen mit der Zange, dann einmal wegschrauben und den gesamten Feuerwahlhebel einmal abnehmen. So, ebenfalls dieses Stück hier und die kleine Hülse aus Messing nehmen wir ebenfalls einfach einmal alles raus. Jetzt drehen wir uns das Ding mal auf den Kopf und lösen zunächst mal hier unten dieses Anschlag-Plastikteil hier fürs Magazin quasi, damit ihr nicht so weit reingreifen könnt mit dem Magazin. Habt ihr weiterhin so zwei kleine Muttern einmal drauf. Hierfür benötigt einen Schlitzschraubendreher. Und dann schraubt ihr diese beiden Muttern einmal komplett ab.
Die beiden Muttern gelöst, könntet ihr jetzt anfangen, dieses Plastikteil hier einmal rauszuhebeln oder rauszufriemeln oder umzudrehen und zu klopfen. Ihr könnt es aber auch einfach jetzt so lose einmal drin liegen lassen, denn wenn ihr später die anderen Schrauben von oben einmal löst, dann fällt es automatisch einmal raus. Entsprechend können wir gleich weitermachen, einmal mit dem Pistolengriff. Da machen wir zunächst mal die Bodenplatte runter. Diese ist nur geklippt, bedeutet mit dem Finger drunter und einmal aushaken und dann einfach hier einmal innen drin die große Schlitzschraube lösen. Schraube gelöst, wie üblich einfach den Griff nach oben abziehen. Als nächstes drehen wir uns das Teil einmal um. Da können wir jetzt ein bisschen klopfen oder ein bisschen schütteln. Vielleicht fällt, vielleicht fällt das Teil da einmal raus. Quasi hier einfach ein bisschen klopfen, dann fällt es raus. Oder wie gerade schon gesagt, jetzt müssen wir so oder so einmal die Schrauben oben an der Hop-Up-Kammer lösen. Bedeutet hier zwei kleine Zylinderkopfschrauben drin. Die beiden einmal raus, und sollte dieses Plastikteil da unten noch nicht rausgefallen sein, dann fällt es jetzt automatisch einmal raus. Nachdem wir nun die beiden Zylinderkopfschrauben gelöst haben, fehlt letztendlich nur noch einmal die Schraube hier oben, welche quasi Gearbox mit der Hop-Up-Kammer verbindet. Diese kleine Kreuzschraube, diese ebenfalls einmal entfernen. Und dann könnt ihr bereits einmal die gesamte Hop-Up-Kammer nach vorne schieben. Quasi hier ein bisschen, ja, den Schieber ein bisschen rein, nach vorne schieben das Ganze. Und jetzt ist die Gearbox bereits einmal frei. Bedeutet, wir können die Gearbox jetzt einmal nach oben aus dem Gehäuse entnehmen. Selbstverständlich möchten wir ebenfalls einmal an die Hop-Up-Kammer ran. Da gibt es jetzt zwei Lösungsmöglichkeiten. Ihr könnt eine faule Lösung umsetzen, ist aber nicht ganz perfekt, oder ihr könnt es einmal sauber machen. So, hier mal die schnelle Lösung, wenn ihr einfach vielleicht nicht so viel Zeit oder so habt. Ihr könnt auch die gesamte Hop-Up-Kammer jetzt in diesem Bereich einmal vom Lauf trennen. Bedeutet hier einfach den C-Clip jetzt einmal innen drin aushaken, nach unten weg. Dann gesamte Hop-Up-Kammer einmal auseinanderziehen, also trennen vom Lauf, Bucking einmal weg, die Zentrierhülse oder diesen Zentrierring einmal vom Lauf entfernen, Hop-Up-Kammer nach hinten weg und dann einfach den Lauf nach vorne einmal durchschieben und nach vorne einmal raus. Ist aber später für die Montage nicht gerade gut geeignet, denn ihr könnt natürlich in diesem Zustand nicht prüfen, ob euer Bucking sauber drin sitzt, ob alles sauber ja, vom Alignment her passt, von der Patchfläche und sowas. Dementsprechend, wer ein bisschen Zeit hat, nehmt am besten das gesamte Frontset auseinander und macht es einfach ordentlich. Hierfür geht ihr wie folgt vor. Auch bei der AK12 hat man hier vorne drin weiterhin zwei kleine Gewindestifte, braucht dann 2 mm Inbus und dann lösen wir diese beiden Gewindestifte einmal an. Die müsst ihr auch nicht komplett rausschrauben. Wenn die so circa 5-6 Umdrehungen einmal gelöst sind, dann ist das vollkommen einmal ausreichend. So, und dann seht ihr ebenfalls einmal hier im unteren Bereich, habt ihr auch wieder so einen fetten Stahlpin einmal drin. Diesen klopfen wir uns einmal raus. Den Pin einmal gelöst, hier müsst ihr wieder ein bisschen aufpassen, habe ich gerade vergessen anzusprechen, ist natürlich genauso umgesetzt wie bei G&G, bedeutet auch dieser Pin hier unten wird im inneren Bereich über so ein kleines Spannblech innen drin oder über so eine Blattfeder einmal gehalten. Bedeutet, ihr müsst zunächst einmal hier unten in das kleine Loch quasi einen kleinen Inbus oder so reindrücken, die Blattfeder einmal runterdrücken, damit sich der Pin überhaupt einmal löst. Drückt ihr die Blattfeder über das Löcher nicht runter, wird der Pin einmal gehalten. Müsst ihr halt auch hier wieder ein kleines bisschen beachten. So, jetzt da lässt sich der gesamte Handschutz hier vorne einmal lösen. Und dafür lassen wir den oberen exakt hinten an der Wandung einmal stehen und ziehen uns letztendlich nur den unteren nach vorne. Und das geht ein kleines bisschen, sehr, sehr straff. Also hier mit relativ viel Schmackes. Oh, wartet, ich probiere es mal vielleicht so ein bisschen. Oh, jetzt da. Also da müsst ihr teilweise ordentlich dran noddern, damit sich das Ganze einmal löst, denn die Passgenauigkeit hier hinten drin ist wirklich hervorragend. Also wenn das Ding hinten sitzt, da wird einfach so alles miteinander verpresst. Dementsprechend hat auch keine Toleranz oder kein Spiel drauf. Zum Demontieren braucht er halt ein kleines bisschen mehr Kraft. So, jetzt ist der untere locker und wir können diesen einfach einmal nach unten abziehen. So, einmal gelöst das Ganze und ebenfalls den oberen können wir jetzt ebenfalls nach vorne ziehen und einmal abnehmen. So, Handschutz ist einmal komplett entfernt. Jetzt können wir letztendlich gesamtes Rohr oder gesamten Outer sozusagen aus dem Gehäuse einmal entfernen. Und auch hier sitzt das Ganze unheimlich press- und passgenau hier hinten einmal im Gehäuse drin. Entsprechend, ihr seht auch, hier kommt euer fetter Stahl, euer fetter Stahllauf oder euer Stahlouter einmal raus. Und der ist hier hinten wirklich richtig reingepresst. Also er wird jetzt nicht nur über diese kleinen Schräubchen hier oben gehalten, sondern ebenfalls über eine Pressung. Dementsprechend haltet den Receiver sehr gut einmal fest oder das Gehäuse. Packt am besten vorne beim Korn einmal an.
Und dann müsst ihr gleichzeitig links, rechts ein kleines bisschen noddeln oder drehen sozusagen und gleichzeitig dabei einmal ziehen. Und dann bekommt ihr das Ganze einmal raus. Also ein bisschen noddeln, ziehen. Na komm raus. Oh, so, jetzt da. Also, Rohr einmal raus und jetzt könnt ihr letztendlich dann ebenfalls, wenn ihr das einmal abgezogen habt, könnt ihr ebenfalls hier einmal das ganze Hop-Up-Kammer und Lauf einmal nach oben rausziehen. So, und dann ist das Ding einmal komplett demontiert. Und wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, hier ist halt wirklich alles komplett aus Stahl. Ne? Das ganze Drum, was wir gerade hier rausgenoddelt haben, hier der gesamte Block, das komplette Auto hier unten, ist alles komplett Vollmaterial, Stahl. Ebenfalls hier oben alles Stahl, Gasabnahme, Stahl. Der vordere Teil Stahl und ebenfalls Mündungsfeuerdämpfer mit der Bajonettaufnahme. Hier vorne ebenfalls alles komplett Stahl. Und dementsprechend kommt hier allein auf das Bauteil schon einiges an Gewicht einmal drauf. So Leute, dann machen wir die Gearbox natürlich auch einmal auf. Hier vielleicht zunächst mal der Tipp, legt euch irgendwas drunter, wenn ihr keine Bastelmatte oder sowas habt. Denn E&L Gearboxen oder allgemein E&L Kniften sind immer ein kleines bisschen ölig. Also nicht, dass ihr irgendwie die schönste Tischdecke von eurer Frau auf dem Tisch habt. Das wäre nicht sehr schön, denn danach ist sie definitiv einmal versüfft. So, also Gearbox einmal öffnen. Wir nehmen zunächst mal klar Feuerwahlhebesystem, nehmen wir einmal ab. So, und jetzt habe ich euch vielleicht vorhin schon mal ganz kurz gesagt, hier hinten der Spring Guide weicht zu den alten E&L Modellen ein kleines bisschen ab. Bedeutet, er ist nicht mehr komplett einmal durchgeschlitzt, sondern hat letztendlich in der Mitte Standardgewinde, aber die Schlitzung nur links und rechts. Bedeutet, hier, um den Spring Guide rauszubekommen, bräuchte man rein theoretisch so einen überdimensionierten Ventilschlüssel. Sowas habe ich nicht. Entsprechend nehme ich letztendlich eine handelsübliche M5-Schraube und schraube mir diese einfach hier hinten einmal in den Spring Guide rein. Und über diese Schraube kann ich dann letztendlich einmal den Spring Guide und die Feder entnehmen. So, schrauben wir das Ding einmal komplett rein. Dann brauchen wir einen passenden Inbus. 3er müsste es sein, jawohl, das passt. Dann drehen wir uns das Ding mal um und dann holen wir einfach hier hinten einmal Feder und Spring Guide raus. So, reindrücken, kleines bisschen drehen, kommen lassen. Und da ist gar nicht so viel Federspannung drauf. Das müsste circa eine, keine Ahnung, vielleicht eine M110 oder sowas sein. Also da habe ich schon stärkere Federn einmal rausgezogen. Dann können wir anschließend gleich einmal die Schrauben lösen. Zunächst mal unten beim Motor die beiden. Einmal hier unten 2 Senkkopf. Die nehmen wir einmal komplett raus. Auch aufpassen, das sind so, ja, so Klemmscheiben noch mit drauf. Die nehmt ihr am besten gleich wieder mit. Also hier seht ihr vielleicht auf der Schraube so eine kleine Klemmscheibe. Einfach nicht verlieren oder so, drauf lassen. So, dann können wir Motor einmal nach unten einmal abziehen. Und jetzt, da falls noch nicht geschehen, können wir die Gearbox einmal entspannen. Und bedeutet, ihr seht vielleicht die Nozzle, weiß ich nicht, ob die ganz vorne ist. Auf jeden Fall zur Sicherheit schauen wir mal, ob wir sie entspannen können. Bedeutet, wir gehen hier seitlich in das Fenster einmal rein, gehen hinter den Anti-Reversal und ziehen diesen nach unten. So, und jetzt habt ihr gesehen, Nozzle hat sich einmal komplett entspannt und ist dementsprechend jetzt an der vordersten Position. Wenn wir jetzt gerade schon auf der Seite sind, können wir ebenfalls hier oben diese Klemmung ein kleines bisschen öffnen. Quasi da, wo die Kabel drin sind, gehen wir mit dem Schlitzschraubendreher drunter. Da kommen wir so drunter und hebeln uns sie ganz leicht ein bisschen auf. So, ein bisschen auf und dann können wir diese ganzen Kabel hier einmal rausziehen. Okay, dann drehen wir sie uns einmal wieder um und lösen letztendlich die restlichen Schrauben. Da hätten wir zunächst mal die Schraube hier hinten von diesem Zahnradsystem, was in Deutschland relativ sinnfrei ist, braucht man nicht unbedingt. Wie gesagt, hier hinten einmal lösen und dann können wir das Zahnrad hier einmal wegnehmen oder Zahnrad vom Fire Selector und dann können wir es ein bisschen hochheben und das Gegenstück ebenfalls entfernen. So, dann haben wir hier vorne noch diese Plastikabdeckung, die nehmen wir auch gleich einmal raus. So, weg damit und jetzt eben die restlichen Schrauben einmal lösen. Okay, alle Schrauben gelöst, müssen wir letztendlich nur noch dieses Klemmblech hier oben einmal abziehen oder entnehmen. Da schauen wir mal, ob wir es vielleicht so runter bekommen. Nein, keine Chance, alles klar. Wir gehen mit dem Schlitzschraubendreher einmal dahinter und klopfen dieses Blech einmal runter. So, da, kleines bisschen angeklopft. Sobald es über diese Arretierungsnase drüber ist, könnt ihr das Ganze mit ein bisschen Kraft einmal nach vorne abziehen. So, damit ist die Gearbox einmal komplett lose und wir können diese beiden Hälften einmal öffnen. Gut Leute, dann schauen wir uns natürlich auch heute wieder die Internals einmal im Detail an und auch hier bei dieser Modellreihe hat sich wieder einiges im positiven Sinne einmal verbessert.
So, wir fangen zunächst mal wieder bei der Gearbox Shell an. Die ist gleich geblieben, glaube ich zumindest. Letztendlich handelsübliche V3 Gearbox einmal drin von E&L, unheimlich haltbare Gearbox. Ihr seht hier vorne wieder Radien einmal drin, im oberen Bereich, im unteren Bereich sogar hier hinten. Und zusätzlich die Radien sogar hier oben nochmal mit so einer Wulst ausgestattet. Bedeutet, hier ist Material ebenfalls noch etwas dicker gewählt. Und wie gesagt, so eine E&L Gearbox V3, 2 Joule, 2.1, wurscht, das hält die Gearbox problemlos einmal aus. So, Federschnellwechselsystem habe ich euch vorhin auch schon gezeigt, ebenfalls hier im hinteren Bereich zu erreichen. Das Ganze aber leider nicht von außen. Bedeutet, man muss die Gearbox für das Federwechseln einmal aus dem Receiver oder aus dem Gehäuse rausziehen. Das ist letztendlich nicht so schön gelöst wie bei G&G, finde ich. Das war bei G&G wirklich klasse. Da wir hier aber die Energie letztendlich über diesen Vario-Head einmal einstellen kann, ist es auch relativ, ja, es gleicht sich irgendwo aus, meiner Meinung nach. Und selbst bei einer AK mit Federschnellwechselsystem, gut, ihr müsst halt unten den Pistolengriff wegmachen, ihr müsst die Hop-Up-Kammer lösen, nach vorne schieben, aber selbst dann ist es euch möglich, die Gearbox innerhalb von 5 bis 6 Minuten einmal rauszuziehen aus dem Receiver. Aber wie gesagt, aufgrund dieses neuen Vario-Piston-Heads die Energie natürlich direkt einmal von außen einstellbar. Dementsprechend Federwechsel im Vergleich zu G&G würde ich neutral betrachten. Hat alles Vor- und vielleicht Nachteile. So, dann aber die Lagerung. Da bin ich mir heute leider nicht ganz sicher. Müsste ich mal ins alte Review reingucken. Auf jeden Fall hat diese AK-12 ein 9 mm Lagersystem. Wie gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die alten hatten noch 8 mm. Wie gesagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier 9 mm Stahlaufbuchse. Jeweils einmal am Sektorgear komplett und ebenfalls am Spur komplett. Und das Bevel Gear dann einmal ausgestattet mit 2x Kugellager. Wie gesagt, jeweils 2x oben wie auch einmal unten. Und die Lagerung ist ebenfalls perfekt. Bedeutet, Dinger sind so brutal einmal eingepresst. Die müsst ihr teilweise, wenn ihr sie doch mal tauschen wollt, mit dem Hammer einmal rausklopfen. Also hier in der Lagerung oder in der Passung im Sitz absolut null Spiel drin und einfach perfekt einmal eingepresst. Also nicht wie bei anderen Herstellern, dass ihr da drauf drückt und die Dinger fallen raus oder dass sie automatisch rausfallen, wenn ihr die Gearbox einmal öffnet. Das ist hier nicht der Fall. Also Lagersitz oder Passung von der Lagerung ebenfalls hervorragend. So, was euch aber ebenfalls auffällt, E&L handelt auch hier nach der Devise, wer gut schmiert, der gut fährt. Denn selbstverständlich ist weiterhin die gesamte Gearbox einmal richtig schön zugekleistert mit Fett. Und auch das gesamte Zylinderset ist einmal mit Öl zugeschmiert. Da können wir vielleicht direkt gleich mal ansprechen. Nach dem ersten Magazin würde ich euch gegebenenfalls mal raten, mal ganz kurz den Lauf zur Sicherheit mal durchputzen. Bei dem Modell war jetzt noch nichts, aber gerade bei den älteren E&L-Kniften konnte es immer mal passieren, dass aufgrund des Öles im Zylinder sich ein kleines bisschen Öl am Hopper-Bucking einmal gesammelt hat nach den ersten Schüssen. Bedeutet hier einfach, wenn ihr die Waffe euch neu kauft und einfach sicher sein wollt, wie gesagt, haut mal ein Magazin durch, dann nehmt einen Laufreinigungsstab, putzt einmal ganz kurz durch, damit ihr gegebenenfalls Ölrückstände einmal aus dem Lauf und einmal von eurem Bucking wegbekommt. Denn wie gesagt, hier ist E&L mit Öl und Fett nicht wirklich sparsam. Dann ist selbstverständlich ebenfalls hier einmal dieses Begadi Core EFCS MOSFET-System bzw. die gesamte Elektronik hier einmal bereits drin verbaut mit allen Features, die man sich eigentlich wünschen kann. Bedeutet, ihr habt die Zyklenüberwachung, ihr habt die Akkuabschaltung, Akkuüberwachung, das Ding kann euch absolut null jammen. Ihr habt die ganzen kleinen Mikrotaster dran, das Ganze funktioniert über den Abzug wirklich hervorragend. Ihr triggert also hier nicht über eine handelsübliche Switch, sondern hier einfach das Ganze über einen modernen Mikrotaster und ihr könnt das Ding einfach problemlos auch mit stärkeren Akkus einmal belasten oder eben auch höhere Ströme über den Motor fließen lassen. Wie gesagt, hier hat das EFCS von Begadi absolut keine Probleme, denn es ist kurzzeitig bis zu 240 Ampere einmal belastbar. Bedeutet, selbst wenn ihr dann einen schlechten Motor drin habt, der irgendwie kurzzeitig mal 100 Ampere oder sowas zieht, die Elektronik verkraftet das einmal problemlos. Und natürlich auch hier jetzt nicht diese Garantie oder die Gewährleistung nur auf dieses EFCS-System sozusagen, sondern natürlich auf das gesamte Modell. Bedeutet, ihr habt natürlich auch hier 4 Jahre volle Gewährleistung auf die komplette AK-12. Bedeutet, wenn mal was ist, einfach zurückschicken. Nee, man soll natürlich Ressourcen sparen, was man nicht selber fixen kann, aber wie gesagt, 4 Jahre Gewährleistung vorhanden. Die Gears sind letztendlich 1:1 identisch zu den Vorgängergenerationen, bedeutet hier weiterhin das relativ gute, muss man sagen, E&L Stahl-Gear-Set drin verbaut. Untersetzung Standard 18:1 mit einem vollen 16 Zahn Sektorgear. Braucht man natürlich auch aufgrund der Lauflänge von 475 mm.
Wie gesagt, die Gears sind vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auch out of the box problemlos in das Ding eine 120er oder 130er Feder einmal reinknallen. Die Gears und der Motor stecken das problemlos einmal weg. Was mich heute sehr positiv einmal überrascht hat, selbst die Schimmung ist E&L in diesem Modell wirklich perfekt gelungen. Also die Gears sind sauber eingeschimmt und was ihr vorhin vielleicht auch schon gehört habt, das Klangbild und die Motoreinstellung ist ebenfalls sehr gut. Bedeutet, das Ding hört sich out of the box wirklich anständig an vom Klang. Also kein lautes Kreischen, kein Reiben irgendwie vom Pinion Gear oder so wahrnehmbar. Also hier von E&L wirklich gut umgesetzt, Schimmung und Motoreinstellung. Also da können wir nicht maulen. Auch die Gears von der Qualität her, wie gesagt, wirklich tipptopp und auch für über 2 Joule, also sag mal bis 2 Joule problemlos einmal haltbar. Dann können wir direkt gleich weitermachen, einmal mit dem Zylinderset. Hier haben wir auch wieder einmal einen komplett geschlossenen Edelstahlzylinder drin verbaut, Type 0 bzw. Type F. Bedeutet komplett geschlossen, ohne Loch, ohne Volumenreduzierung und das Ganze im inneren Bereich richtig schön einmal aufpoliert. Der Innendurchmesser ist hier Standard 23,8 mm. Der Zylinderhead hat sich geändert, glaube ich, im Vergleich zu den Vorgängergenerationen, denn hier haben wir jetzt ebenfalls einen CNC-Gefrästen drin, aus Aluminium, das Ganze mit 2 O-Ringen und mit einem Sorbopad. Der ist aber, glaube ich, ein anderer, der vorher drin verbaut war. Hier zunächst mal der eine Punkt, das Ding sitzt unheimlich press einmal im Zylinder drin. Bedeutet, ihr braucht relativ viel Kraft, um das Ganze hier einmal aus dem Zylinder einmal rauszubekommen. Wartet mal. So, jetzt da, raus mit dem Ding. So, hier einmal der Zylinderhead. Das müsste, rein theoretisch müsste das ein SHS V2 Zylinderhead sein, aber bereits mit 2 O-Ringen hinten und einem Sorbopad einmal drauf. Und wie gesagt, der sitzt unheimlich press in diesem Zylinder drin und entsprechend die Abdichtung natürlich hervorragend. Man müsste nur aufpassen, wenn ihr den mal rauszieht und wieder installiert, dass ihr den wirklich so gerade wie möglich einmal ansetzt. Ansonsten bekommt ihr die O-Ringe da nicht rein. Denn wie gesagt, das ist schon ein kleines bisschen zu groß vielleicht oder ein kleines bisschen zu straff das Ganze. Ja gut. Jetzt habe ich ihn drin. Okay. Also wie gesagt, hier Zylinder-Head-Kombination oder Zylinderkombination mit Zylinder-Head wirklich hervorragend. Und die Abdichtung ebenfalls tipptopp selbstverständlich. So Leute, dann geht es weiter mit einem relativ umfangreichen Thema, wo ich auch noch meinen Senf einmal etwas dazugeben möchte. Und ihr seht hier einmal die neue Pisten- und Piston-Head-Kombination in dieser AK12. Bedeutet, Pisten ist bereits ein Retro-Arms drin verbaut, bedeutet Retro-Arms-Pisten, 14,5 Zähne und ist immer noch meiner Meinung nach weiterhin einer der besten Pistons auf dem Markt. Wie gesagt, das Ding ist unheimlich haltbar, Passgenauigkeit ist hervorragend, er läuft in den Gearboxen einfach perfekt und dementsprechend hier bereits ein sehr, sehr guter oder wenn nicht sogar der beste Piston einmal in dieser AK12 drin verbaut. So, also Pisten wirklich klasse, haltbar, robust, richtig, richtig gut. So, jetzt ist das Ganze eben kombiniert, wie vorhin schon mal angesprochen, mit diesem neuen Begadi Vario Piston Head. Bedeutet, das Ganze ist eben der Piston Head, welchen ihr einmal über eine Volumenreduzierung drosseln könnt. Habt ihr vorhin im Chrono schon einmal gesehen, bedeutet, ihr könnt je nach Einstellung die Energie einmal reduzieren. Das Ganze ist letztendlich einmal aus 2 Komponenten gefertigt. Der äußere Ring ist letztendlich einmal aus Aluminium gefertigt und dieser innere Zylinder mit diesen Volumenreduzierungslöchern ist hier letztendlich einmal aus Stahl gefertigt. Das Ganze wird hier über so einen Spannring oder über so einen Sägerring einmal gesichert miteinander. Ebenfalls verfügt dieser Pistonhead über 2 O-Ringe, bedeutet ihr habt hier im vorderen Bereich einen dünnen oder einen kleinen drauf, damit das Ganze innen drin im Zylinder nicht schleift und nicht reibt. Und im hinteren Bereich dann einen Standard, so ein X-Ring einmal drauf, der letztendlich für die Abdichtung einmal zuständig ist. Hier zunächst mal der eine Punkt, out of the box, passt der X-Ring perfekt und hervorragend einmal zum Original E&L oder zu dem Edelstahlzylinder, welcher hier out of the box drin verbaut ist. Also hier der Übergang ist wirklich hervorragend und auch wie vorhin schon gesehen, diese Einstellmöglichkeiten bzw. die Reduzierung über die Energie funktioniert wirklich hervorragend. So, warum wird das Thema aber heute ein kleines bisschen umfangreicher? Ich habe euch ja bereits über diesen Pistonhead ein Video oder ein separates Video einmal gemacht. So, das Ding kommt jetzt out of the box bereits in dieser AK12 zum Einsatz. Dementsprechend möchte ich passend vielleicht zu diesem Thema nochmal ein paar Punkte einmal ergänzen.
Beginnen wir hier zunächst mal beim ersten Punkt und das ist das Thema Abdichtung. Denn bei uns im Discord hatten mittlerweile auch 4 Leute ein paar Probleme, das Ding in der Stufe 1 letztendlich oder in der geschlossenen Stufe einmal sauber dicht zu bekommen. Da habe ich damals euch in diesem Video zu diesem Pistonhead bereits angesprochen. Schaut, dass ihr das Ganze ein bisschen fettet oder ein kleines bisschen schmiert. Und darauf möchte ich eben nochmal ganz kurz im Detail einmal eingehen. Wenn ihr euch den Pistonhead jetzt hier bei dieser AK12 einmal anschaut, dann seht ihr, dass das Ganze von Begadi oder von E&L oder wer das Ding auch immer einbaut, bereits einmal komplett innen drin geschmiert ist. Bedeutet, ihr habt hier innen drin überall ein bisschen so ein Silikonfett oder so ein Silikonöl einmal drin. Und das ist aber out of the box, wenn ihr euch diesen Pistonhead kauft, ist das nicht der Fall. Bedeutet, das Ding ist standardmäßig komplett einmal trocken. Bedeutet, ihr müsst das Ding wirklich unbedingt fetten oder schmieren, damit es wirklich dicht wird. So, und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal, ihr nehmt ein Silikonöl, ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet, dass es schnell irgendwo hinläuft und sprüht das Ding von vorne ein kleines bisschen ein und dreht dann diesen inneren Zylinder ein kleines bisschen hin und her. Bedeutet, ihr nehmt dieses Einstelltool da, geht da vorne rein und dreht dann einfach diese einzelnen Einstellungen ein kleines bisschen hin und her. So, Silikonöl kann sich aber natürlich bei Druckaufbau etwas verflüchtigen bzw. ein bisschen rausgehen. Dementsprechend könnt ihr natürlich auch ein zähes Fett oder ein sauberes Silikonfett verwenden. Dazu müsst ihr aber einmal diesen Spannring oder diesen Sägering hier innen drin einmal lösen. Da könnt ihr jetzt entweder eine Spitzzange nehmen, das funktioniert. Ihr könnt auch rabiat sein und könnt es mit einem kleinen Schlitzschraubendreher einmal raushebeln. Würde ich vielleicht nicht machen, denn sonst vermackt ihr das Aluminium. Die beste Lösung ist natürlich, ihr fahrt im Baumarkt und kauft euch extra für diese Sägeringe oder für diese Spannringe so eine ganz, ganz billige Zange dafür. Wie gesagt, habe ich im Baumarkt besorgt, das Ding hat 5 Euro gekostet, 4,80 Euro oder sowas. So, und mit dieser Zange ist es euch eben möglich, diesen Spannring hier vorne einmal zu lösen. Bedeutet, da geht er rein und dann drückt ihr diesen kräftig einmal zusammen und dann entnehmt ihr diesen einmal. Sondern seht ihr, der ist jetzt hier ein bisschen rausgekommen und den Rest könnt ihr letztendlich ebenfalls mit der Zange machen oder ihr nehmt einen Schlitzschraubendreher und hebelt es voll raus oder klippt es voll raus. Und genau so könnt ihr letztendlich später wieder diesen Spannring einmal installieren. Bedeutet einfach in die Zange einmal reinklemmen, dann diese Zange einmal zusammendrücken, damit er gequetscht wird. Dann setzt das einmal ein und löst es innen drin. Dann klemmt sich der letztendlich wieder in diese Nut da letztendlich rein. So, um das Ganze jetzt wirklich sauber und perfekt zu schmieren, nehmen wir diesen inneren Zylinder einmal raus. Hier müsst ihr letztendlich nur aufpassen, da ist innen drin eine ganz, ganz kleine Mini-Feder und eine kleine Stahlkugel. Nicht, dass ihr diese Teile verliert. So, ich nehme jetzt hier einfach mal dieses Einstellwerkzeug, drehe den inneren Zylinder ein kleines bisschen und hebel den oder ziehe mir den hier einmal raus. So, und hier unten sehen wir, hier kommt diese kleine Kugel einmal. Upsa, so, die ist jetzt hier einmal neben mir. Hier ist diese kleine Mini-Stahlkugel, kleine Mini-Kugel und hier ist ebenfalls so eine kleine Feder in so einem Löchchen drin. So, und jetzt habt ihr den eben demontiert. Und jetzt seht ihr, jetzt ist hier überall standardmäßig, ist hier überall schon bereits ein kleines bisschen Fett drin. Out of the box ist das wie gesagt nicht der Fall. Bedeutet, das Ding ist komplett furztrocken. Jetzt nehmt ihr also einfach ein kleines bisschen Silikonfett, am besten irgendwas Zähes und verteilt innen drin in diesem Head, verteilt ihr einfach mit dem Pinsel ein kleines bisschen Fett. Also unten, quasi im unteren Bereich und ebenfalls an der Wandung links und rechts, damit hier einfach innen drin ein ganz kleines bisschen Fett einmal aufgetragen ist. Und wie gesagt, da könnt ihr ruhig ein bisschen was Zäheres einmal verwenden, damit das Ganze wirklich sauber einmal abdichtet. Das war jetzt vielleicht sogar ein kleines bisschen zu viel, aber gut, das wird es uns dann schon wieder einmal rausdrücken. So, und dann können wir das Ganze wieder einsetzen. Bedeutet, wir legen uns einmal diesen Zylinder hier letztendlich irgendwo rein, wo wir so eine kleine Fräsung haben. Bedeutet, wenn ihr euch das mal anschaut, da habt ihr hier seitlich so kleine Fräsungen drin, so Rundungen, wo die Kugel laufen kann. Und genau an so eine Position legen wir uns jetzt quasi dieses Löchchen hin. Wo ist die Feder? Die Feder ist auf der Seite, zum Beispiel hier, gehen wir jetzt einfach her. Dann legen wir uns einmal diese kleine Mini-Kugel hier einmal rein. So, und dann drücken wir sie uns rein und gleichzeitig einmal diesen Kern nach unten. So, die Kugel, nicht, dass sie wieder rausspringt. Am besten nehmen wir einmal dieses kleine Tool oder dieses Werkzeug her. So, und dann drehen wir es ein kleines bisschen rein.
drücken das Ganze wieder komplett bis Anschlag runter und sichern das Ganze jetzt eben wieder einmal mit diesem kleinen Spannring. So, den drücken wir uns dann noch ein bisschen rein, klick, klick. So, und dann sitzt der ganze Spannring wieder sauber drin. Und ihr werdet dann umgehend merken, dass das Ganze immer noch sauber einmal klickt, aber aufgrund des Fettes ein kleines bisschen straffer geht. Und wie gesagt, so dichtet das Ganze jetzt letztendlich perfekt einmal ab. Wir können jetzt gleich mal einen Drucktest machen. Bedeutet, ich stelle das Ganze jetzt mal auf Maximum. Das ist komplett einmal nach links drehen. Dann nehmen wir uns einmal den Originalzylinder her und testen das Ganze mal. So, und wenn ihr das wieder sehen könnt, in der Null-Einstellung oder in der Position Stufe 1 dichtet das Ganze jetzt einmal perfekt einmal ab. Also hier unbedingt darauf achten, wenn ihr euch das Ding separat kaufen solltet, hätte ich vielleicht im letzten Video ein bisschen genauer darauf eingehen können. Verwendet unbedingt ein kleines bisschen Fett da innen drin. Ansonsten dichtet euch das Ding nicht zu 100% ab. Natürlich, ihr kommt problemlos auf Energie. Die Energie ist auch konstant. Aber ihr werdet dennoch minimalst ein ganz kleines bisschen Druckverlust haben, wenn ihr diesen inneren Zylinder einmal trocken lasst. Dementsprechend hier schmieren, ist aber wie gesagt out of the box von Begadi bereits einmal umgesetzt worden. So, jetzt tun wir das überschüssige Fett noch ein bisschen runterputzen, weil das brauchen wir natürlich nicht in unserem Zylinder einmal drin. So, und der nächste Punkt ist das Thema Volumenreduzierung bzw. Reduzierung der Energie. Wer sich das Video angeschaut hat zu diesem Pistonhead, der hat gesehen, dass ich in meiner Arcturus AK die Energie um bis zu 50% einmal reduzieren konnte. Bedeutet Stufe 1 komplett geschlossen 1,55 Joule und komplett offen, Stufe 5 müsste es glaube ich sein, ja, Stufe 5 war ich dann nur noch bei 0,8 Joule. Hier bei dieser AK12 verhält sich die Drosselung aber anders. Habt ihr gesehen, im Chronotest stufen wir letztendlich um ca. 0,1 Joule pro Einstellung nur ab. Bedeutet, wir erreichen gar nicht diese volle Drosselung um bis zu 50%. So, und da gehe ich davon aus, dass es aufgrund der Lauflänge einmal oder des Volumens ist. Bedeutet, wir haben ja letztendlich hier diesen komplett geschlossenen Edelstahlzylinder einmal drin, Type F, und haben ein Verhältnis von ca. 2,0 zu 1. Also 2 zu 1 letztendlich. Mit der Lauflänge von 475 mm. Jetzt ist natürlich der Lauf deutlich länger wie bei einer Arcturus AK. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir aufgrund der Lauflänge die Energie hier nicht so stark reduzieren können wie bei meiner Arcturus AK. Wie gesagt, es langt noch locker aus. Man kann wunderbar einmal einstellen, das Ganze wunderbar einmal runterdrosseln. Man kommt aber hier nicht ganz so weit runter wie ich in meiner Arcturus AK. Möchte man jetzt hier noch weiter drosseln, gäbe es eigentlich nur noch die Möglichkeit, über einen Port im Zylinder zu gehen. Bedeutet quasi ein Typ C oder sowas zum Beispiel. Wäre aber dann natürlich mit 0,3 oder 0,32 Gramm BBs nicht so gut geeignet, da wir sehr viel Luft einmal verlieren würden. Also hier hängt letztendlich auch die Energiereduzierung, wie weit man runterkommt, hängt letztendlich auch vom Zylinder oder vom Volumen und von der Lauflänge einmal ab. So, wie gesagt, hier einfach nochmal ganz kurz 2 Ergänzungen. Ich weiß, es war jetzt ein kleines bisschen losgelöst von dem Review, hat sich aber eben angeboten, da hier in dieser AK12 bereits dieser Vario Pistonhead einmal drin verbaut ist. So, und dann dichtet das Ganze, wie gesagt, einmal perfekt ab. Bedeutet, ihr habt sofort umgehend, sobald im hinteren Bereich Kompression draufkommt, habt ihr sofort einmal die Kompression da. Ihr müsst aber auch immer ein kleines bisschen beachten, ihr müsst diese Pistonheads mit Ventilation müsst ihr immer relativ schnell in den Zylinder reindrücken. Ihr müsst ja immer darauf achten, da kommt von hinten einmal die Feder und das Ding wird nach vorne katapultiert. Andernfalls werdet ihr hier auch keine 100%ige Abdichtung einmal hinbekommen, wenn ihr das einfach zu langsam reinschiebt. Und auch hier der eine Punkt, vielleicht nochmal kurz eine Ergänzung. Dieser innere Zylinder, auch dieser wird durch den Druckaufbau nach hinten gedrückt und dichtet dann ab. Bedeutet, wenn ihr das Ding einfach nur ganz langsam einmal reinschiebt, auch dann werdet ihr keine 100%ige Abdichtung einmal herbekommen. Seht ihr, ich kann den ganz langsam einmal reinschieben. Wenn ihr das Ganze aber mit Schmackes macht, dass sofort der Druck aufgebaut wird, dann dichtet sofort der O-Ring ab und ebenfalls dieser innere Zylinder wird nach hinten gepresst und dichtet ebenfalls ab. Und so funktioniert es wirklich tadellos.
So, vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zum Schmieren. Bietet es sich an, einmal ein relativ zähes Silikon-Fett zu verwenden. Da kennen sich auch viele vielleicht nicht so aus. Ihr habt bei Silikonölen gibt es verschiedene Angaben von der Viskosität her. Und zum Beispiel, was sich sehr gut eignet jetzt für diesen Pistonhead innen drin oder auch für Buckings zum ordentlich abdichten und sowas. Das ist ein Hunderttausender. Seht ihr, das ist ein 100.000 CPS. Das ist ein altes Dämpferöl im RC-Bereich. Da gibt es unterschiedliche Öle, Differentialöle im RC-Bereich von Tamiya zum Beispiel. Und wie gesagt, je höher der CPS-Wert ist, desto dickflüssiger oder desto zäher ist es. Und 100.000, das ist wirklich so ein richtig zähes, klebriges Fett. Und damit bekommt er wirklich alles dicht. Wie gesagt, sehr gut geeignet, auch für Hop-Up-Buckings in der Hop-Up-Kammer einmal zum ordentlichen Abdichten. Hier einfach nur noch mal ein kleiner Tipp. So, jetzt machen wir aber weiter, Leute. Also, dann haben wir vorne noch die Nozzle drauf. Seht ihr, auch hier verbaut Begadi bereits eine Aluminium-Nozzle von sich mit 2 O-Ringen mit einer Länge von 20,5 mm. Auch diese läuft perfekt auf diesem CNC-gefrästen Aluminium-Zylinder-Head. Läuft zwar etwas straffer, funktioniert aber hervorragend. In Schussposition absolut kein Spiel. Also sitzt auch hier einmal perfekt einmal drauf, keine Feeding-Probleme und die Abdichtung natürlich hervorragend. Also hier bereits eine hervorragende oder sehr, sehr gute Nozzle bereits out of the box drin verbaut. Dann können wir uns auch gleich einmal den AOE anschauen, denn auch dieser wird aufgrund dieses Piston-Heads, den wir uns gerade angeschaut haben, ebenfalls einmal korrigiert, beziehungsweise der AOE ist einmal out of the box perfekt eingestellt. Wie gerade schon angesprochen, wir haben hier die volle Hublänge von 59 mm letztendlich mit einem Verhältnis vom Zylinder zum Laufvolumen von 2,0:1. Bedeutet out of the box 0,3, 0,32 oder wenn ihr wollt auch 0,36 Gramm BBs einmal möglich, denn ausreichend Luft einmal vorhanden. So, dann der AOE, ihr seht der Piston, dieser Retroarms-Piston kommt hier ein kleines bisschen weiter nach hinten raus aufgrund dieses Piston-Heads und dementsprechend auch der AOE perfekt passend. Bedeutet, wir drehen einmal das Sektorgear her, das Sektorgear kommt, der erste Zahn kommt und greift hier vom Winkel oder vom AOE perfekt einmal hinten rein. Bedeutet hier die Last quasi einmal direkt nach hinten und nicht quasi schräg nach oben. Nimmt die Belastung auf den ersten Zahn vom Sektorgear raus und ebenfalls die Belastung auf dem Piston hinten wird dadurch geringer. Also auch hier das Ganze out of the box einmal perfekt eingestellt bzw. umgesetzt. So Leute, bevor es dann gleich weitergeht, Lauf- und Hop-Up-System, sprechen wir noch ganz kurz die restlichen Internals voll durch. Zunächst mal Spring Guide, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, der hat sich minimal ein bisschen geändert. Bedeutet hinten, seht ihr vielleicht oder könnt ihr so ein bisschen erkennen, wenn es scharf ist. Da ist jetzt letztendlich dieser Schlitz, ist nicht mehr komplett einmal durchgängig, sondern wird hier unterbrochen. Bedeutet, ein großer Schlitzschraubendreher zum Spring Guide lösen ist hier leider nicht mehr möglich. Habe ich euch bei der Demontage schon einmal gezeigt. Nehmt ihr letztendlich eine ganz normale handelsübliche M5-Schraube, schraubt euch die da hinten rein, dann könnt ihr den Spring Guide ohne besondere Tools oder Werkzeuge problemlos einmal nach hinten einmal rausdrehen. Was ich wieder nicht ganz perfekt finde von E&L, das ist die Führung von dem Spring Guide. Zunächst mal, der Spring Guide ist gut gefertigt, da ist hinten letztendlich alles, die ganze Arretierung und der innere Kern ist alles komplett einmal aus Stahl gefertigt und der Überzug ist hier letztendlich einmal aus Kunststoff. Hier zunächst mal der eine Punkt, wir haben hier hinten drauf kein Axiallager, aber im inneren Bereich des Pistons bzw. am Pistonhead haben wir ein Axiallager. Also ein Lager vorhanden, ist in Ordnung. So, ihr seht aber, die Flügel von E&L haben nur, also ihr habt nur 2 Flügel am Spring Guide dran. Bedeutet, die ganze Federstange wird hier nur einmal seitlich so gehalten. Und dementsprechend ist es eben möglich, dass das Ganze minimalst ein kleines bisschen sich vom Winkel, verstellen kann. Denn wie gesagt, heutzutage sind Spring Guides mit 4 Flügeln hierfür etwas besser geeignet. Es ist jetzt kein großes Problem oder sowas, aber wie gesagt, er wird nicht zu 100% immer gerade gehalten. Wenn ihr das Ganze fixen wollt, könnt ihr auch zum Beispiel von Retroarms diese Spring Guide Schraube verwenden, die sehr, sehr flache einmal. Die schraubt ihr da hinten einfach drauf. Und dadurch wird der Spring Guide hinten gequetscht und dann sitzt er immer zu 100% gerade drin.
Aber wie gesagt, nur so ein ganz kleiner Punkt am Rande. Letztendlich bleibt er, wenn die Feder kommt, bleibt es oder wird das Ding so nach hinten gedrückt, dass er sich wieder ein kleines bisschen ausrichtet. Aber wie gesagt, standardmäßig ein Spring Guide mit 4 Flügeln ist heutzutage hier etwas besser geeignet. Wie gesagt, nichts zum Kritisieren, nur ganz kurz eine Erklärung dazu. Die Feder ist dann letztendlich eine Standard, stinknormale AEG-Feder und das müsste, ja keine Ahnung, es müsste vielleicht eine 110er einmal out of the box drin sein oder verbaut sein. So, dann haben wir noch einen Motor, da hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin der E&L Super High Torque Motor mit Neodynmagneten. Motoreinstellung habe ich vorhin schon gesagt, passt hervorragend. Ihr habt kein Kreischen drauf auf dem Ding. Klangbild ist in Ordnung, also Motoreinstellung passt. Und der Motor hat natürlich auch ausreichend Power für mehr Federstärke. Wir haben natürlich kein 13-1er Gearset drin, sondern nur 18:1 und dementsprechend 120er, 130er Feder ist absolut kein Problem out of the box in Kombination von diesem Motor und den Gears, die hier einmal drin verbaut sind. Wie gesagt, guter Motor, aber halt auch von den Strömen nicht gerade der behutsamste. Also jetzt, wenn ihr euch mal das Motorvideo anschaut, der zieht doch ein kleines bisschen höhere Ströme aus dem Akku einmal raus. So Leute, jetzt kommen wir abschließend noch zum Lauf- und Hop-Up-System. Schauen wir uns auch dieses einmal im Detail an. Lauf habe ich euch am Anfang schon angesprochen. Ist ein Standard AEG-Lauf aus Messing, 475 mm Gesamtlänge mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Der Lauf ist out of the box vollkommen in Ordnung, innen drin schön sauber, keine Grate oder so drin, keine Späne oder sowas von der Fertigung, nix, also schön sauber innen drin. Nur wie vorhin schon kurz angesprochen, E&L verwendet leider sehr viel Öl teilweise zum Schmieren. Dementsprechend kann es passieren, dass ihr nach dem ersten Magazin, bis das System sich ein bisschen eingelaufen hat, dass ihr ein kleines bisschen Öl innen drin im Lauf vorfindet. Wie gesagt, haut mal 1-2 Max durch, wenn ihr die Knifte neu bekommt, dann putzt ihr den Lauf einmal sauber und dann ist gut. Wie gesagt, kann passieren, muss aber nicht. So, also Lauf ist vollkommen in Ordnung, Standard 603er Messinglauf. Hop-Up-Kammer hat sich nichts geändert, bedeutet hier weiterhin die Standard E&L Hop-Up-Kammer drin verbaut aus Zink, wie man sie kennt, weiterhin mit diesem relativ veralteten Schiebersystem hier einmal auf der Seite. Habe ich euch auch schon oft einmal angesprochen. So eine alte AK Hop-Up-Kammer ist in Ordnung. Es gibt aber mittlerweile natürlich Besseres. Sollte sich diese Hop-Up-Kammer bei euch mal verstellen, wenn ihr seht, der Schieber, der läuft unheimlich leichtgängig, dann könnt ihr das Ganze hier einmal über diese Schraube und über diese Schraube hier einmal angleichen. Ebenfalls könntet ihr auf diese Seite unter die Schraube nochmal einen ganz kleinen O-Ring drunter ziehen, damit der Schieber einfach besser gehalten wird. Ansonsten kann es passieren, dass sich das auf Dauer ein kleines bisschen verstellt. Wie gesagt, könnt ihr über die Schrauben einmal einstellen, wie straff der Schieber einmal gehen soll. So, es gibt natürlich auch bessere Hop-Up-Kammern. Wie gesagt, das schauen wir uns dann gleich einmal anschließend an. Out of the box würde ich sagen, ist das Ganze in Ordnung, denn natürlich Bucking und Tensioner reißen es ein kleines bisschen raus. Bedeutet, wir haben hier bereits out of the box das Begadi Fly 5 in 60 Shore einmal drin verbaut. Bedeutet vergleichbar mit einem Maple Leaf Super Macaron, nehme ich immer gern zum Vergleich. Hier bedeutet auch hier seitlich diese Stützen einmal neben der Patchfläche vorhanden und das Ganze wird kombiniert bereits mit einem passenden 5 mm Tensioner. Also hier ein klassisches oder sehr gut funktionierendes Flat-Hop-System bereits out of the box drin verbaut. Und wie gesagt, ob ihr euch da jetzt ein anderes Bucking reinmacht, ist relativ wurscht. Es wird auch nicht besser werden. Also hier gutes Hop-Up-System, definitiv werde ich heute wieder löblich erwähnen im Fazit, denn ihr könnt natürlich auch out of the box auch problemlos 0,32 oder 0,36 Gramm Maximum einmal hoppen oder verwenden. Bedeutet, ihr müsst jetzt hier nicht hergehen und müsst jetzt anfangen, hier irgendwie ein anderes Bucking oder so reinzumachen. Ist nicht nötig, auch mit der Original Hop-Up-Kammer ist das nicht nötig. Nur eben die Einstellung aufgrund des Bucking oder aufgrund dieses Systems hier mit diesem Schiebersystem nicht ganz so leicht. Bedeutet, ihr müsst da wirklich schauen, am besten ihr macht die Klappe oben auf und stellt den Hop quasi einmal von oben ein. Denn ihr müsst hier relativ fein mit diesem Schieber einmal vorgehen. Wenn ihr da seitlich reingeht und da ein bisschen zu viel Hop drauf geht oder das Ding mal einen Millimeter zu weit nach hinten schiebt, dann kann es passieren, dass ihr sehr, sehr schnell ein Überhoppen oder ein Overhop einmal drauf habt. Bedeutet, die Kugeln ziehen euch nach oben ganz schnell einmal weg. Geht also hier über dieses Schiebersystem aufgrund des Hop-Up-Systems nicht so
Ja, es ist einfach ein bisschen fummelig zum Einstellen und ihr müsst halt einfach mit diesem Schiebersystem sehr, sehr vorsichtig einmal vorgehen. Dementsprechend habe ich bereits einmal diese Hop-Up-Kammer aus meiner Arcturus rausgezogen. Einmal diese blaue Nebo-Hop-Up-Kammer hier von Begadi. Diese Rotary, wo ihr quasi oben dieses Drehrädchen drauf habt. Und darüber funktioniert das Ganze zum Einstellen nochmal deutlich konstanter oder deutlich schöner. Bedeutet, hier könnt ihr halt wirklich im Millimeter oder im 0,5er Bereich hier richtig schön sauber einmal euren Druckpunkt justieren. Und auch diese Hop-Up-Kammer, diese blaue, ist erfreulicherweise komplett einmal zu dieser AK12 kompatibel. Die Bohrungsabstände passen hervorragend und sogar die Original-Nozzle, was Begadi hier reinzimmert, diese, was waren das jetzt, 20,5 mm, passen hervorragend von der Länge zu dieser blauen Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr müsstet nicht einmal die Nozzle einmal tauschen. Einfach Lauf aus der einen rausstopfen, zusammen mit dem Bucking alles da reinstopfen, einbauen und fertig. Also hier eine kleine Option. Wie gesagt, wer den Hop noch ein bisschen schöner einstellen möchte oder ein 7 mm System verwenden möchte, kann eben hier auch bei dieser AK12 auf diese Hop-Up-Kammer hier einmal zurückgreifen. Sind aber wieder 70 € und ist besser. Aber ob es das wirklich nötig oder ob das Ganze nötig ist, das müsst ihr entscheiden. Letztendlich, wer hier mit der Original-Hop-Up-Kammer ein bisschen vorsichtig vorgeht, vielleicht noch ein paar Shims drunter legt oder das Ganze mit dem O-Ring nochmal unterlegt, kann auch mit dieser Hop-Up-Kammer einmal einen konstanten Hop erzeugen. Wie gesagt, wer das Geld ein bisschen lockerer hat und eben noch eine bessere haben möchte, kann auch zu der blauen von Begadi einmal zurückgreifen. Okay Leute, ich baue das Ding einmal wieder zusammen und wir sehen uns abschließend einmal zum Fazit. Gut Leute, dann sind wir durch mit dem Review. Fehlt abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit heute zur brandneuen E&L AK12 aus dem Hause Begadi in der 4. Generation. Fangen wir bei den Punkten an, was ich jetzt an der Knifte gut finde. So, würde ich mal sagen, der erste Pluspunkt geben wir auf das gesamte Finish. Bedeutet natürlich, auch dieses Modell kommt letztendlich aus derselben Fabrik wie eine scharfe AK von E&L. Bedeutet, man sieht der Waffe einfach, ja, man sieht es der Waffe einfach an. Bedeutet, sie wirkt einfach unheimlich realistisch. Gerade, wie gesagt, Finish, man sieht das Material. Ihr habt diesen leichten Stahlglanz oder diese ganz leichten Reflexionen einfach, wenn das Licht drauf fällt. Da ist zum Beispiel im Vergleich die G&G, die ist halt einfach matt schwarz. Sieht ein bisschen langweiliger aus. Also hier gesamtes Finish aufgrund des Materials würde ich mal einen Pluspunkt geben. Und da können wir gleich den zweiten Pluspunkt hinterher schießen. Natürlich Vollstahl. Bedeutet, ihr habt eigentlich alles komplett aus Stahl gefertigt. Nur hier ein kleines bisschen hochwertiger Polyamid-Kunststoff mit Glasfaser. Hier ein bisschen Polyamid, da hinten ein bisschen Polyamid. Der Rest ist einfach aus Stahl. Natürlich, dementsprechend würde ich auch Material bzw. Stahl einen Pluspunkt geben. Man sollte aber natürlich auch beachten, dass dieses Modell entsprechend aufgrund des Stahls natürlich ein bisschen schwerer ist. Wie gesagt, nicht das Gewicht unterschätzen. So, also Material gebe auf jeden Fall einen Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt wird ein bisschen schwieriger. Wir hatten normalerweise immer den Punkt die letzte Zeit Feder-Schnellwechselsystem. Und ja, auch die AK12 von E&L hat letztendlich ein Feder-Relativ-Schnellwechselsystem. Wir müssen aber dazu die Gearbox aus dem Receiver entnehmen. Das ist jetzt keine große Kunst, aber das hat G&G deutlich besser umgesetzt. Bedeutet, bei G&G habt ihr hier vorne einmal in der Gasabnahme einen Inbus drin, nehmt ihr raus, klappt einen Schaft ein, könnt ihr hinten die Feder tauschen. Super geil umgesetzt von G&G. Jetzt hat man aber hier natürlich bei der AK den Vorteil mit diesem Begadi Piston Head. Bedeutet, man muss nicht mal die Feder wechseln. Wie gesagt, ihr könnt das Ding mit einer 130er Feder auf 2 Joule aufbauen, dann stellt ihr die Energie vorne über diesen Head ein und könnt dementsprechend die Energie einmal sauber abstufen, ohne jetzt unterschiedliche Federn zu kaufen oder unterschiedliche Federn überhaupt wechseln zu müssen. Und da würde ich sagen, das gleicht sich ein bisschen aus. Wie gesagt, dementsprechend gebe ich einen Pluspunkt, Energie einstellbar. Wie gesagt, gleicht sich aus, ob jetzt Federschnellwechselsystem oder dieser einstellbare Piston-Head. Geht vielleicht sogar für Einsteiger oder wer jetzt nicht so technisch bewandt ist, vielleicht sogar ein bisschen schneller das Ganze auf das entsprechende Spielfeld einmal zu konfigurieren. Wie gesagt, einfach vorne klick, 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 Energie gedrosselt, fertig. Also definitiv, ja, Energie einstellbar gebe ich einen Pluspunkt.
Nächster Pluspunkt, selbstverständlich auch hier wieder Bugatti EFCS und MOSFET-System drin verbaut, bedeutet Zyklenüberwachung, die Knifte kann euch nicht jammen, egal wie schnell ihr triggert. Ihr habt die Akkuüberwachung, Akkuabschaltung, Mikroschalter drin, ihr könnt die Elektronik unheimlich stark belasten, auch wenn der Motor mal 100 Ampere zieht, es ist wurscht. Die Elektronik funktioniert tadellos und hier muss man definitiv wieder einen Pluspunkt geben. Und natürlich in diesem Bezug können wir natürlich auch wieder ansprechen, dass natürlich auch wieder 4 Jahre Gewährleistung auf die ganze Knifte einmal vorhanden sind oder vorhanden ist. Nächster Pluspunkt, Bugatti Hop-Up-System hier bereits drin verbaut. Da muss man zunächst mal ansprechen, Bucking-Tensioner-Kombination ist out of the box sehr gut. Bedeutet, ihr packt euch 0,28, 0,3, 0,32 oder sogar 0,36 Gramm BBs rein und es funktioniert out of the box mit dem Hop-Up-System wirklich super. Da können wir nicht schimpfen, ihr könnt die schweren Grammaturen problemlos einmal hoppen und auf Reichweite bringen. Die Hop-Up-Kammer selbst ist nicht perfekt. Bedeutet, wir haben weiterhin diese Schieber-Hop-Up-Kammer drin, wie man es von anderen AKs einmal kennt. Da gibt es auch was Besseres. Aber out of the box auf jeden Fall ein sehr gutes und brauchbares Hop-Up-System. Jetzt könnt ihr natürlich hergehen, wer die letzte Perfektion sucht und kann sich diese blaue Rotary reinmachen von Bugatti, diese Nebo. Habe ich euch gezeigt, passt perfekt einmal rein. Nozzle-Länge müsst ihr nicht tauschen oder sonstiges. Sind aber halt wieder 70 Euro. Also da müsst ihr entscheiden, ob es euch das wert ist. Ich würde das Ding erstmal rausnehmen, spielen und dann könnt ihr immer noch entscheiden, wenn ihr euren Hop noch ein bisschen feiner einstellen wollt, wenn euch dieser Schieber ein bisschen auf den Zeiger geht, dann könnt ihr immer noch mal diese Hop-Up-Kammer vielleicht mal nachrüsten. Oder wie gesagt, ihr seid zufrieden, es funktioniert tadellos, wie gesagt, dann könnt ihr es ja genauso einmal so lassen. Also Hop-Up gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, was haben wir noch? Noch ein Pluspunkt, gesamte Internals. Klar, brauchbarer Motor drin, dieser M170 von E&L mit Neodym-Magneten ist ein super High-Torque-Motor. Er ist jetzt zwar von den Strömen und von der Effizienz, kommt er natürlich jetzt nicht an so einen, zum Beispiel so an so einen Mamba 19K, da kommt er nicht ganz ran, natürlich. Aber es ist ein brauchbarer und guter, starker Motor bereits verbaut. Dann E&L Gears drin, natürlich Standard 18:1, aber das ist doch wurscht. Es langt locker aus, ihr könnt das Ding mit 2 Joule aufbauen und fertig. Und wer dann immer noch sagen möchte, er möchte ein 13.1er Gearset drin haben, der kann auch 13.1 und den Motor drin lassen. Ist auch möglich. Aber hier auf jeden Fall out of the box. Super Internals drin, Motor brauchbar, Gears brauchbar, Retro-Arms-Pisten bereits drin verbaut. Dann dieser Pistenhead zum Einstellen. Zylinderhead aus Aluminium, 2 Ohrringe, Edelstahlzylinder drin, Nozzle mit 2 Ohrringen aus Alu. Ja, natürlich. Super Internals und man muss eigentlich out of the box nichts mehr machen an dem Ding. Wie gesagt, selbst wenn ihr jetzt 2 Joule haben wollt, ja gut, macht die Feder rein, fertig. Also hier gesamte Internals gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So Leute, letzter Pluspunkt, Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich, wenn wir die aktuelle Wirtschaftslage mit einbeziehen in dieses Fazit und sich dann mal dieses Modell anschaut, komplett Stahl, die Internals, Energie einstellbar, brauchbare, günstige Magazine dabei. Ja, wie gesagt, 490 Euro. Würde ich definitiv sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade in der aktuellen Wirtschaftslage, wirklich klasse. Hätte ich eigentlich mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt. Wie gesagt, die G&G soll, wenn sie irgendwann verfügbar ist, um die 580, glaube ich, kosten. Da wäre das Ding fast 100 Euro günstiger. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich heute wirklich stark. Finde ich wirklich stark. So, aber es ist natürlich nicht alles perfekt. Lasst uns einmal die Punkte durchsprechen, die ich nicht so gut finde. Da wäre zunächst mal der erste Neutralpunkt. Habe ich euch bei der Verarbeitungsqualität gezeigt. Das hat G&G bei ihrem Modell besser gelöst oder passgenauer gefertigt. Das ist einmal das Scharnier hier hinten oder die Aufnahme für die Tube. So, hier natürlich, ihr könnt das Ganze einklappen, das ganze Scharnier, die ganze Aufhängung hinten ist natürlich auch alles aus Stahl gefertigt. Natürlich, es hält problemlos, aber dieser Stift oder dieser Bolzen im Scharnier hat ca. 0,2 mm etwas Luft. 0,2 mm hört sich jetzt nicht viel an. Wie gesagt, das ist ein bisschen. Aber auf die gesamte Länge bezogen machen sich diese 0,2 mm etwas bemerkbar und ihr habt entsprechend in diesem Scharnier minimal ein kleines bisschen Spiel drin. Wie gesagt, das war bei G&G, war das Ganze besser umgesetzt oder passgenauer umgesetzt. So, wie gesagt, es stört nicht. Ihr wisst zwar, dass es vorhanden ist, aber wenn ihr das Ding im Anschlag habt, dann nehmt ihr das Spiel nicht mehr wahr. Es ist nicht so, dass jetzt da irgendwie die Knifte rumwackelt. Nein, weil letztendlich presst ihr das Ding hinter und fertig. Dennoch nicht ganz perfekt umgesetzt. Ihr könnt das Ganze ein bisschen ausgleichen. Wie gesagt, habe ich euch innen gezeigt. Ein bisschen Tape rein, ein bisschen Gummi, Plastik oder so rein, damit ihr das ein bisschen mehr quetschen könnt. Dann wackelt es nimmer.
aber out of the box, Passgenauigkeit, Scharnier, Schaft, würde ich eher als neutral einmal sehen. So, dann habe ich noch einen kleinen Neutralpunkt, da muss man aber vielleicht zunächst mal ansprechen noch, Preis-Leistungs-Verhältnis 12,50 € für ein Ersatzmagazin ist klasse. Was mich aber ein kleines bisschen stört, dass die Magazine hier links und rechts ein bisschen Spiel haben. Wie gesagt, sie fallen nicht raus oder sowas, aber sie haben doch etwas Spiel. Finde ich nicht ganz gut umgesetzt, auch wenn die Magazine günstig sind und sauber funktionieren. Wie gesagt, das Wackeln finde ich etwas störend. Dementsprechend Magazin wackelt links und rechts ein kleines bisschen, gebe ich ebenfalls als Neutralpunkt. Wollt ihr andere AK-Magazine verwenden, die passen sogar besser. Habe ich euch gezeigt, zum Beispiel die 74er Magazine, die sitzen besser drin wie das Original AK-12 Magazin. Also warum E&L da irgendwie die Maße anders gemacht hat, verstehe ich nicht. Hätten sie die Aufnahme vom 74er Magazin genommen und gut wäre gewesen. Also kleiner Neutralpunkt, Magazin funktioniert hervorragend, Preis-Leistungs-Verhältnis super, Qualität super, aber es wackelt einfach ein bisschen. Gebe ich auf jeden Fall einmal als Neutralpunkt. So Leute, das soll es gewesen sein mit meinem Fazit. Wie gesagt, zusammengefasst 490 € ist aktuell ein wirklich richtig gutes und brauchbares AK-12 Modell. Realitätsnah, voll Realitätstreue gegeben, Vollstahl, super Finish, Haptik, klasse. Wirklich super Modell und Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt 490 €, vollkommen in Ordnung. So Leute, bevor wir zum Ende kommen, habe ich euch versprochen, wir machen nochmal einen kleinen Direktvergleich einmal zur G&G AK-12. So Leute, beide AK-12 Modelle einmal auf den Tisch gelegt, über sowas freue ich mich immer besonders, denn jetzt können wir einfach mal wirklich direkt im Video mal beide Modelle kurz miteinander vergleichen, denn ich kann euch natürlich nicht sagen, was ist jetzt das bessere Modell. Ich finde, beide Modelle haben gewisse Vorteile, aber auch Nachteile und letztendlich möchte ich euch die ansprechen, damit ihr für euch entscheiden könnt, auf welche Punkte legt ihr Wert und was könnt ihr gegebenenfalls etwas vernachlässigen. Wie gesagt, sprechen wir es ganz kurz durch und wir fangen einfach mal bei den Grundinformationen an. Hier haben wir einmal die G&G Knifte liegen oder die G&G AK-12 und dieses Modell ist aufgrund des Materials, was hier verwendet wurde, schon mal 500 Gramm, also ein halbes Kilo leichter wie die E&L Version. Und ich habe es euch gesagt, unterschätzt diese 4 Kilo ungeladen nicht. Wie gesagt, seid ihr ein bisschen besser gebaut, seid ihr ein bisschen kräftig, ein bisschen stämmig, dann jucken euch diese 4 Kilo nicht. Seid ihr ein bisschen schmächtiger, ein bisschen kleiner, dann können diese 4 Kilo schon nach einem halben Tag auf die Arme gehen. Also wie gesagt, hier die G&G Version aufgrund des Materials ein kleines bisschen leichter. Habe ich euch angesprochen, hier kurz die Informationen. Natürlich, warum ist die G&G leichter? Wir haben zwar hier bei der G&G einen Receiver komplett aus Stahl, aber das Frontset ist letztendlich einmal eine Mischung aus Zink und Aluminium. Bedeutet, gesamte Mündungsbremse zum Beispiel, Bajonettaufnahme, Gasabnahme ist hier bei G&G einmal aus Zink gefertigt und das Rohr ist letztendlich einmal komplett aus Alu. Hier bei E&L ist letztendlich alles komplett, das gesamte Frontset einmal komplett aus Stahl gefertigt. Dementsprechend hier Material und Gewicht etwas oben drauf gepackt. Also hier aufgrund des Materials ein bisschen leichter die AK-12 von G&G. Der Vorderschaft ist bei beiden Modellen wirklich hervorragend. Beide Versionen oder beide Hersteller verwenden hier einmal einen sehr, sehr guten Polyamid-Kunststoff. Und hier schenkt sich von der Passgenauigkeit absolut nichts. Also ob ihr hier eine E&L nehmt oder eine G&G, ist wurscht. Die Haptik, die Qualität vom Kunststoff, die Passgenauigkeit ist bei beiden wirklich hervorragend. So, dann haben wir wie gesagt den gesamten Receiver. Hier ist eben, wie vorhin beim Fazit schon angesprochen, hier ist eben die G&G vom Receiver oder vom Finish eher... Ja, sie ist halt matt schwarz. Wie gesagt, sie ist zwar aus Stahl, aber das Finish ist eben nicht ganz so perfekt oder so realistisch wie bei der E&L. Bedeutet, die E&L habe ich euch gesagt, ihr seht einfach am Receiver, ihr habt einfach diese leichten Reflexionen von diesem Stahlreceiver. Und dadurch finde ich persönlich das Finish von der E&L etwas schöner, beziehungsweise vielleicht ein kleines bisschen realistischer. So, dann, wo die G&G definitiv einmal punkten kann, das ist eben die Arretierung hinten einmal vom Schaft und von der Tube. Bedeutet, das hat G&G deutlich passgenauer umgesetzt. Ziehen wir selbst den Schaft komplett einmal raus, haben wir hier bei G&G nur ganz minimalst einmal Spiel drin. Und wie gesagt, hier von der Passgenauigkeit wirklich sehr gut umgesetzt.
Da habe ich gerade eben einen Neutralpunkt gegeben. Das hat eben E und L hier hinten nicht so gut von der Passgenauigkeit umgesetzt. Natürlich, ihr könnt es ausgleichen innen drin, habe ich euch gezeigt. Aber out of the box, so von der Passgenauigkeit her, bei E und L etwas schlechter. So, dann der nächste Punkt bezieht sich letztendlich nur einmal auf internationale Zuschauer, Österreicher, Schweizer. Hier geht es darum, dass ihr natürlich bei der G&G-Version aufgrund der ETU ebenfalls einmal den Burst-Modus wie die scharfe AK-12 einmal verwenden könnt. Das ist meiner Meinung nach oder meines Wissens nach bei der E- und L-Version nicht möglich. Denn hier habt ihr ja standardmäßig letztendlich, gut, Standard, was ist Standard? Normal hat das Ding, glaube ich, eine stinknormale Switch-Assembly drin, also Original E und L. Und da könnt ihr natürlich kein Burst einstellen. Bedeutet, ihr müsstet dann irgendwie auf dem EFCS zurückgreifen, welches diese 3 Feuermodi überhaupt einmal unterstützt. Wie gesagt, hier vielleicht auf dem internationalen Markt bezogen ein Pluspunkt für die G&G, der Burst-Modus. Deutschland Semi-Only ist es letztendlich wurscht. Dann haben wir natürlich hier eine Besonderheit bei der G&G, dass natürlich die G&G einmal dieses Feature hat mit dem Magazinindikator. Bedeutet, wenn das Magazin einmal leer ist, dann hört die Waffe automatisch auf einmal zum Schießen. Das ist natürlich einmal bei der E- und L-Version nicht möglich. Bedeutet, die können dann natürlich weiter trocken feuern. Hier also eine Besonderheit einmal bei der G&G-Version. So, was ich dann bei G&G wieder nicht ganz so gut finde, ist einmal der Anschlag fürs Magazin, der ist hier nicht vorhanden. Bedeutet, bei der E- und L-Version habe ich euch im Review vorhin gezeigt, ihr nehmt einfach das Magazin her, ballert es da rein, drückt zurück und es sitzt. Bei der G&G-Version, wenn ihr das Magazin zu weit reindrückt, könnt ihr es nicht arretieren. Bedeutet, hier müsst ihr wirklich diesen Punkt finden oder diese Nut innen drin finden, dass ihr das Magazin sauber einlegen könnt und gerade einlegen könnt. Dann ein kleiner Vergleich vom Magazin. Wie gesagt, das Magazin von E und L feedet hervorragend von der Qualität super und ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis gegebenenfalls etwas besser wie das G&G Magazin. Dafür aber das G&G Magazin von der Optik deutlich schöner. Hier vorne mit diesen Fenstern einmal drin. Und ebenfalls, habt ihr gerade schon gesehen, ihr habt hier diesen langen Follower einmal raus. Bedeutet, auch hier wird die letzte Kugel bei der G&G einmal gefeedet. Bei der E- und L-Version fallen die letzten 3 BBs aus der Hop-Up-Kammer einmal raus. Kleiner Nachteil allerdings, die G&G zu keinen anderen Magazinen kompatibel aufgrund des Systems. Die E und L, habe ich euch gezeigt, könnt ihr problemlos mit 74er Magazinen zum Beispiel von E und L oder von Arcturus problemlos befeuern. Also hier, wie gesagt, Thema Magazin müsst ihr entscheiden. Günstiges Magazin funktioniert tadellos. Hier sehr teures Magazin, dafür aber ein bisschen schöner. Kompatibilität bei E und L besser, bei G&G etwas schlechter. Und dann nochmal kurz zurückzukommen, weil ich gerade eben im Review nochmal den Punkt gegeben habe, Magazin bei der E und L wackelt ein bisschen. Hier habt ihr auch bei der G&G habt ihr letztendlich auch ein kleines bisschen Spiel drin. Also das wackelt letztendlich, wenn ihr das ein paar Mal eingelegt habt, nach 10, 12 Mal, fängt es letztendlich genauso zum Wackeln an. Das habe ich euch, glaube ich, damals im Video schon angesprochen, denn da schabt sich dieser Kunststoff am Anfang ein bisschen ab. Und dann fängt das Magazin ein kleines bisschen einmal zum Wackeln an. So, hier jetzt eine kleine Übersicht. Vielleicht noch ganz kurz Thema Internals. Muss man ganz ehrlich sagen, da hat leider die E und L die Nase weit vorne. Der Motor ist eigentlich identisch, bedeutet hier der sehr, sehr gute Ifrit von G&G drin verbaut, brauchbarer Supermotor. Hier eben der M170 Super High Torque von E und L. Sind beides gute und brauchbare Motoren, würde ich als neutral betrachten. Aber natürlich hier besseres Pistenset, besseres Zylinderset einmal drin, wie bei der G&G. Gerade Pisten, hier ein Retro-Arms drin, da habt ihr einen Standard-Plastikpisten drin. Und natürlich auch Volumen war bei meinem Modell nicht so gut. Ich musste hier bereits den Zylinder durch einen Type F ersetzen. Das ist natürlich auch bei der E und L bereits out of the box einmal passend, ein geschlossener Zylinder einmal drin. Also Internals muss man sagen, hat die E und L die Nase einmal vorne. Dann der letzte Punkt oder vorletzte Punkt, Federschnellwechselsystem. Bei G&G einmal von hinten direkt möglich, bedeutet hier vorne habt ihr den Imbus drin, aufklappen, Feder einmal wechseln, geht problemlos vonstatten und ist von G&G einfach saumäßig gut einmal umgesetzt. Bei E und L geht das Ganze nicht, bedeutet ihr müsst die Gearbox zum Federwechseln einmal rausziehen. Ist jetzt zwar auch nicht viel dabei, müsst nicht alles demontieren, wie gesagt, ein paar Schrauben wegbekommen, das ihr raus. Dafür aber bei der E und L einmal hier dieser
dieser einstellbare Pistenhead drin verbaut. Bedeutet, ihr könnt die Energie in 2 Sekunden einmal über Klicks drosseln und entsprechend die Energie auf euer Spielfeld einmal reduzieren oder anpassen. Müsst ihr für euch entscheiden. Ich finde, das schenkt sich jetzt nicht viel. Hier vielleicht einsteigerfreundlicher das ganze System. Wie gesagt, ihr müsst keine extra Federn kaufen oder sowas. Ihr müsst die Gearbox nicht aufmachen, ihr müsst nichts rausbauen. Bisschen benutzerfreundlicher. Wer aber schon ein paar Federn zu Hause hat oder sowas, geht hier im Feder-Schnellwechselsystem natürlich auch problemlos vonstatten. Dementsprechend dieser Punkt Energie einstellen gleicht sich fast ein bisschen aus. Kommt aber halt darauf an, wie erfahren ihr vielleicht seid. Hier vielleicht das einfachere System. Hier, ja, es geht auch einfach für mich oder für die meisten. Aber wie gesagt, gleich mal einfach aus. So, der letzte Punkt ist Preis-Leistungs-Verhältnis. Da bin ich eben jetzt noch nicht schlüssig, wie viel wird die G&G einmal kosten, wenn sie denn Ende Sommer 2022 endlich mal nach Deutschland kommt. Weiß ich eben noch nicht. Wie gesagt, der Software Store hatte damals zu mir gesagt, circa so 570 €, wissen sie aber noch nicht genau. Wird das Modell wirklich 570 € kosten, dann hat die E&L mit 490 € natürlich die Nase vorne vom Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was das Modell kosten wird, keine Ahnung. Das können wir dann vielleicht Ende Sommer oder im Herbst vielleicht noch mal kurz diskutieren. Wenn sie wirklich so viel Geld kostet, wie gesagt, dann ist die E&L Preis-Leistungs-Verhältnis doch ganz schön voraus, muss man sagen. Puh, Leute, das soll es gewesen sein. Okay, so, jetzt machen wir aber wirklich Schluss mit dem Video. Wollt ihr jetzt noch irgendwas ergänzen? Gerade vielleicht in diesem Vergleich, habt ihr noch irgendwelche Fragen, die ich jetzt nicht erklärt habe, nicht angesprochen habe? Interessiert euch irgendwas Besonderes? Ihr wisst Bescheid. Jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Wollt ihr was ergänzen? Natürlich auch einfach alles unten reinklatschen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, einmal Like da lassen, Abo da lassen und vielleicht sogar eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon. Würde mich wie immer mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.